pausiert man kurz mal das Spiel. Und selbst dann hat er mich wegen Inaktivität rausgeschmissen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, das macht er nur, wenn das Spiel läuft und nicht im Pause-Screen. Naja, gut. Ach ja, genau. Ich hätte vielleicht auch sagen sollen, Achtung, Epilepsiegefahr, aber es ist eigentlich schon längst zu spät. Also, spätestens frühestens seit der Szene in der Leichenhalle, in der Morgue und sowas, wird es einem wohl aufgefallen sein. Wo sind wir? Jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier alles schon erledigt? Haben wir schon den Koffer? Nein. So. Quickslot da drauf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich schon hier oben war, ne? Gucken wir einfach mal schnell. Also hier war ja nix. Also hier war das Word of Power. Da. Alles klar. Huch. Hup. So, was hatten wir vorhin nochmal? Increased Damage dealt by last Bullet. Naja. Das klingt immer noch gut. Bleiben wir dabei. Gott, wenn man so aus der normalen Welt wieder zurück hier reinkommt, ne? Was für ein Kontrast, Alter. Boah. Okay, jetzt löse ich das nochmal aus, weil ich das World of Power haben möchte. So. Aber diesmal kommen wir denen zuvor. Yes. Geil. So. Ja, genau. 5% Chance, dass es keine Ammo consumed. Das lassen wir an, damit wir die Ladung haben. Ah, es ist mich ganz irgendwas im Hals. Ah ja, genau, da habe ich mir das Word ja auch noch geholt. Ja. Es ist eh random, was hier drin ist. Deswegen ist es vielleicht was Gutes. Ja, sehr gut. Ah, damn. Yes. Word of Action. Damage dealt to enemies to close proximity with Tim makes Alan 20% harder for enemies to detect. Decreased damage received from a darkness practice. Harder to be detect ist eigentlich ganz geil. Das heißt, dass die mich dann seltener angreifen. Das ist ja insgesamt ein richtiger Vorteil. So, das haben wir. Moment. Dich quickslotte ich noch nach da. Super. Zack. Schön. Das läuft wunderbar. Jetzt holen wir uns noch das Licht auf dem Weg ab. Schnell weiter. Haha. Geil. Ach, aber die Sachen gelten als... Das hat er gespeichert. Das ist ja weird. Das auch?
Aha. Ja gut. Immerhin. So, dann ab in die Caldera Street Station. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Genau, wir haben ja das Ticket gefunden. Ist natürlich auch eine leichte Referenz an Max Payne 1, natürlich. Ne? Da ist man ja am Anfang in der Roscoe Street Station, wo alles beginnt. So, nicht so weit weg. Aber ein Caldera ist ja die Bezeichnung für das, was der Cauldron Lake ist. Ein trockener Vulkankrater, der ein See ist. Nennt man ja ein Caldera, soweit ich weiß. Caldera Lake. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Das richtig geil ist, hier ist einfach der Einstieg von Alan Wake 1. I've always had a vivid imagination, but the stream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Das ist richtig geil. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a Genau. location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark. Let's write it. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Looper Express to Mirror Heights except late nights. Late nights you and here. Dark Avenue downtown via bridge. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. Sind wir auf den Spuren des FBI-Agenten, den The der tracks led into the Alex tunnel. Casey finden sollte. That was my way forward. In a story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us with longest. Genau. Gott, sieht das gut aus. Wenn selbst der Matsch geil aussieht. The blood trail continued deeper into darkness. Shit. I don't like the sound of that. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think writers were particularly useful people, and the huge manhunt for one struck him as idiotic, certainly not worth a missed opportunity for coffee and pie. Wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Das sind alles direkte Zitate aus Alan Wake 1. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on.
It was any place USA, a place what we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the Herald of Darkness. Ah, das ist von American Nightmare, genau. Geil. Snap. Huch, was habe ich gemacht? Achso, ich habe die Lampe nur weggedrückt, alles glatt. Alles gut, ich hatte schon jetzt irgendeine Ressource unnötig verbraucht. Das ist mir schon öfter mal passiert, dass ich außerdem auf Q gedrückt habe. Und dann steckst du halt direkt eine neue Batterie rein. Und man sieht ja, dass die Ladung auch gut ist. Das ist nicht notwendig. Folgen wir erstmal den Spuren weiter. Ah, okay, geht nicht. Ist irgendwo dahinter. Ist auch geil, wie es durch dieses verwinkelte Design jeder Schatten schon wie so ein Feind aussieht oder man nicht weiß, wo ein Weg ist. Das ist großartig. Das ist einfach großartig gemacht. It could not be opened on this side. Was haben wir denn da? Oh, Heads of 8. Increase hand flares area to effect by 30%. Torchbearer ER. Increase effectiveness of trauma pads. Prescription increase effect duration of painkillers by 1 second. Trauma pads sind das geilste. Das sind meine Lieblings-Heil-Items. Die ganz großen Heilpakete habe ich eigentlich nie benutzt, weil man nie Zeit hat und man die nicht verschwenden will. Deswegen habe ich meistens die Trauma-Pads, die ich nehme. Und die Painkiller bringen halt sehr, sehr wenig. Die schmeißt man sich zwischendurch einfach nur rein, um die Lücken zu füllen, sozusagen. Die sehe ich nicht wirklich als ernsthafte Hilfe. Aber eine süße Referenz an Max Payne auf jeden Fall. Und sie sind schon nicht super sinnlos, aber... The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Was haben wir hier? Oh, ich habe kein Licht mehr übrig. Okay. Da muss ja noch 9 Ladungen herkommen. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new location for the story. Nehmen wir erstmal den Plot-Thread, den wir schon haben. I changed the story. And with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Das hat mir jetzt aber keinen neuen Story-Thread beschert, ne? Nein. Okay. Beides leer. Oh, kann ich das von hier aus machen?
Another echo lingered here. A source of inspiration. Ah. Geil. World of Lamp. Restores vitamins and health for each second when using flashlight boost on hostile shadows. Oh. Provides 10% chance on provides regain flashlight charge on killing an enemy. Es wären 50% Chance to regain a flashlight charge on killing an enemy. Ist schon geil. Aber das ist auch geil. Ich weiß ja nicht, wie viel 50 Health ist. Weil wir haben ja keine Zahlen, wenn wir uns heilen. Ich mach das jetzt mal auf 50%. Vielleicht das nächste Mal. Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Wake. Okay, let's try it. For the story. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. A twisted Bible. Okay. Die ganzen Seiten, die sie auch aufgehängt haben. Okay, wahrscheinlich, genau, sie haben es wahrscheinlich auch darüber hinaus performt. Dann backtracken wir kurz. Versuchen es weiterhin. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das sind nur 7 Minuten, aber müssen wir nicht nochmal machen. Okay. Nee, jetzt bin ich zu weit zurück. Ah, wobei... Ich kann das hier ja auch nutzen. Was immer, wenn man an dem Ort ist, kann man es dann verwenden eigentlich, aber... Okay, kann ich nicht. Dann bin ich doch zu weit. Okay. Das sind ja die einzigen 2 Szenen, die ich habe bisher. Achso, jetzt ist der Weg nach vorne vielleicht anders. Das kann sein, ja. Oder kann ich jetzt hier irgendwo hin?
Nee, kann ich noch nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal zurück und dann müssen wir nochmal durch den Tunnel, glaube ich. Das ist das Ding, ja. Aber das ist, was ich meine. Im Dark Place muss man sich viel mehr labyrinthartig da durcharbeiten, um voranzukommen. Im Bright Falls ist immer so wie im ersten Spiel so ein schönes Vorankommen die ganze Zeit. The water was gone. The way forward was open. To Shrine Street Platform. Kennt ihr die Melodie, die er summt? Was es nochmal macht. Hey, Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Dorr going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Door. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. So, die Infos haben wir alle gesehen und das ist neuer. What is this place? A dream? Feels like it. Not real. No place. Every place. All places. Any place. Now New York, not New York City. Your way to other places. A nexus. A store, a gatekeeper, or trying to get somewhere. Everywhere. Door, gate, portal, port, opening, access, window. Ich meine, für einige von euch, ne, die Quantum Break noch kennen, meine Freunde wissen halt schon, also was heißt wissen, aber wir sind halt der klaren Meinung, dass der Mr. Door ist im Grunde Mr. Hedge aus Quantum Break und erfüllt deswegen erzählerisch auch eine ähnliche Funktion. Und ich glaube, wenn der liebenswürdige Lance Reddick nicht gestorben wäre, der Schauspieler, der Mr. Hedge gespielt hat, in seiner meiner Meinung nach besten Rolle, dann hätte der es auch weiterhin. Der hätte auch in diesem Spiel Mr. Door gespielt. Deswegen haben sie auch einen Ersatz, der ihm relativ ähnlich sieht auf den ersten Blick. Und sowas gewählt, um dann auch nochmals zu unterstreichen, offensichtlich. Schon ziemlich cool eigentlich. Weil wir wissen ja, dass Mr. Hedge ein Wesen ist, das zwischen den Welten wandelt. Quantum Break war ja ein Shifter. Überall und nirgends zugleich. Und dass er hier Sean Ashmore, der ja in Quantum Break, wie gesagt, Jack Joyce war, hier reinzieht und quasi mit ihm seine Späßchen treibt, das passt ja auch zu dem Charakter, weil Quantum Break endet ja damit, dass Jack Joyce vor einer Choice steht und sowas, ob er sich mit Martin Hedge zusammenarbeitet oder nicht. Aua!
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, beziehungsweise, falls das beim ersten Mal passiert ist, habe ich es mir nicht gemerkt. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revoked him, and he didn't like the irgendwas or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and drive until he passed out or ran out of road and booze, but he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Genau. Das haben wir hier. Mr. Randolph liked Rose, ja. Der Typ, der im Trailerpark gehört, genau. The little smile she had, how she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business that she did what she did in the trailer, but those strangers, the writer and a smart-ass sidekick, looked like trouble, and they'd been in there for hours, way past their normal bedtime. We reached for a phone and called the sheriff station. Genau, als sie von der Dunkelheit übernommen wurde und Alan und Barry mit dem Kaffee unter Drogen gesetzt hat, beziehungsweise ihn wahrscheinlich mit Dunkelheit versetzt hat. Light will show you the way. Und das Torchbearer-Zeichen. Das war das Symbol der Leute, die in den 70ern gegen Dunkelheit gekämpft haben. Ne? Thor und Odin, Cynthia Weaver, Pat Main, der Radio-Host und so. Das waren ja alles die Torchbearer, diese Generation an Leuten. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Schafft auf dem Brett an der Wand stand. You need help, good luck. But it was here for a reason. It had a role to play. The new scene I had found was important for the story. Okay, the agent had come here looking for the cult, for trouble or a murder cult. The cult used fire to claim dominion over the tunnels. Versuchen wir das. The plot changed the details of the world. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Aua, der mit Dunkelheit geballert. Das können die nämlich auch als Fernwaffe. Mit einem Ball aus Dunkelheit quasi beschießen. Es muss wie so eine Sonnenfinsternis sein. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city.
The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Das ist jetzt spannend, weil hier ist es zum Beispiel wieder relativ wichtig, wo man sich befindet, wenn man die This new Realität plot ändert. beat would carry me deeper into the story. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Mal gucken, ob die Tür jetzt nicht doch offen ist. Ah, Moment. War hier nicht noch irgendwas? Warte mal. Ich mach mal das mit FBI-Agent. Ja, habe ich mich richtig erinnert. Kann ich nicht mitnehmen. Das nimmt halt 2 Felder weg, die crazy Heilung. Aber das ist gar nicht schlimm. Weil das kann ich dann hin und her wechseln zum Beispiel. This was something out of a horror story, but I had to keep going. Das mache ich dann wieder ein bisschen wie bei Resident Evil. Dann kann ich nämlich das hier nehmen und in die Schuhbox packen und nehme mir einfach die neuen Bandagen, dann haben wir alle. Das ist im Nachhinein sogar ziemlich hilfreich. Wo ist das andere da? Ich weiß nicht, ob man 2 auf einmal tragen kann. Kurz ausprobieren. Ja, sehr gut. So, jetzt habe ich 2 neue. Dann ändern wir das zurück. Ja, Mörderkult geht jetzt auch. Hauptsache der Weg ist offen. Dann mache ich noch einmal FBI-Agent, weil dann war hier, glaube ich, noch ein kleines Detail an dem Zug. Das ist nämlich das Ding, wenn man nicht richtig aufpasst, dann kann man sich das hier richtig verbauen. Also muss ich den Weg erstmal zurückführen. Da habe ich eine Stunde gebraucht, um erstmal wieder so an dem Punkt anzukommen, wo ich gemerkt habe, ach, hier geht's weiter. Also das war auch ziemlich cool eigentlich. Hello? Anyone there? Dead. Kannst ja wenigstens versuchen, ne? So, Torchbearers heißt, sie wurden verbrannt. Snap. Dass das alles ohne Ladezeit geht, ist so abgefahren. Das sieht aus wie bei Spec Ops The Line, ey. None of this was real. It was unreal. Fuck me. Warriors, torchbearers, come redeem my dream. You shine a light upon this night of otherworldly fiends. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed, thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above some piece of orbital junk or another
collided with a satellite, knocking it radically off course. Genau, das war das Ritual aus American Nightmare. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. And for me tell you was... Achso, das ist Pat Main. I just stepped out to catch a breath of fresh air and let me tell you folks. Ja, ja, genau. Ah, Shortcut, geil. Und hier ist jetzt eine einzige Sache, bei der ich wusste, da muss man draufballern. Das ist nämlich das. Beziehungsweise ich wusste nicht, dass man draufballern muss, sondern ich hatte bei mehreren Sachen gedacht, ich muss das, weil die Physik-Engine und die Zerstörungs-Engine ist ja immer noch fast dieselbe wie in Control zum Beispiel. Und in Control war es ja möglich, fast alles zu zerballern und so. Und das ist in dem Spiel auch mehr oder weniger möglich. Das Ding ist halt nur, dass man wegen dem Ressourcenmanagement es einfach nicht macht. Aber ich hatte schon damit gerechnet. Ich dachte irgendwann so, vielleicht muss ich hier doch mal irgendwie ein Stück Holz wegballern. Und dann habe ich es öfter gemacht. Das hat nie geklappt. Und das war das eine Mal, wo es richtig war, weil ich dann nämlich irgendwann dachte, okay, das geht nicht, das ist nicht die Lösung. Aber die Pfeile zeigen da so drauf. Und natürlich, vielleicht ist das hinter der Wand. Vielleicht muss ich auf die andere Seite kommen. Und nach mehreren Stunden war ich irgendwann so, boah, mir reißt ich baller jetzt da drauf. Und war ich so happy, dass das geklappt hat. Words of Action. Increase Damage to enemies in close proximity. Genau. Ja, Detection mache ich wieder. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass sie mich einfach seltener angreifen. Das ist einfach insgesamt die beste Wahl. Da muss man sich auch um Ressourcen auch weniger Sorgen machen. Alan Wake. Ja, ist sogar das Ocean View Hotel. New York's Crossroads. Einfach nicht hingucken, ich bin gar nicht da. Also solange man die nicht direkt anleuchtet und sich langsam bewegt, hilft das halt oft. Genau wie bei den anderen Besessenen in Bright Falls. Quasi in der echten Welt, aber trotzdem funktionieren die Schatten hier ganz anders. Ist halt so geil, dass man halt nie weiß, ob die einen überhaupt attackieren wollen oder nicht. Oh. Ich glaube, ich habe alles weg hier. Ah, safe. Blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Okay. Das lasse ich alles wie es ist. Ich kann ja schon mal einmal Painkiller mir reinpfeifen. So. Flair und alles ist richtig. Ja. Behalte ich alles super. Dann einmal... Moment, genau. Nix, alles klar. Und einmal speichern. Ach, Moment. Nein. Na egal, Quicksave ist ja wurscht. Aber das Licht kann ich nicht nehmen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es geht. Aber das geht, genau. Ja, klar. Snap. Und hier haben ich und mein Kumpel auch erstmal ein bisschen gestruggelt. Aber wichtig ist einfach, wo man sich positioniert und welches Licht man anwählt. Also ich habe jetzt diese 2 Lichtquellen weggenommen. Dann kann ich hier rum und jetzt die Lichtquelle wieder aktivieren. Snap. Dann kann ich hier durch. Wenn ich da 1 Meter weiter gehe, kann ich es hier aber wieder mitnehmen. Hunted. Dann kann ich das aktivieren. Zack. Dann geht man wieder zurück. Ist alles so ein bisschen, ne, verkopft. Man muss erstmal drauf kommen.
Mache ich die wieder an. Hier wieder aus. Und wir können hier durch. Und dann kann ich die noch mitnehmen. Nur für den Fall. Und schon sind wir woanders. Also beim ersten Mal hat das natürlich sehr viel länger gedauert. Aber irgendwann hat man einfach die Logik raus, wie dieser Ort funktioniert. Genau wie Mr. Wake. Ich glaube, da ist eh nichts. Aber hier ist irgendwo noch ein... Da ist es ja. Okay, super. Erstmal den Stuff mitnehmen. Verdammt. Geil. Ein bisschen von denen weggehen, bevor ich jetzt was anderes mache. So. Holz auf Lampe. Okay, ich nehme jetzt das. So. Das habe ich noch nie benutzt. Das Wort. Das Wort habe ich noch nie geschrieben. Ah, da kann ich mir die dritte Ladung nehmen, genau. Snap. Oh, was steht da? Ever felt lost, confused, stuck in a loop? It's time to wake up. Oh fuck, der verfolgt mich. The echoing hall had a story to tell. Okay. Oh, was ist das? Achso, ist nur ein Lichtreflex, okay. Dann wollen wir mal. Idea for a scene. The agent witnessed the cult's depravity and ran. Torchbearers' secrets were not safe from the cult. This is where the cult waited for the time to strike. Ich probiere mal das. Bei sowas bin ich mir wirklich einfach nicht mehr sicher, was nochmal genau der eigentliche Weg war. Oh shit. Okay, der hat gesehen, was hier passiert ist, ist abgehauen. Ah ja, genau. Das hatte mein Kumpel rausgefunden, dass man dann ab einem gewissen Punkt auch hier rein kann. Das habe ich beim ersten Mal nämlich nicht gemacht. Das scheint von Nightingale zu sein. So, weil von hier drin kann ich nämlich auch die Szene ändern. Ah, okay, aber wenn ich ja nicht drin sein muss, werde ich auch wieder rausgesetzt. Das ist natürlich ganz geil. So, aber es scheint mehr in Richtung Mörderkult zu gehen. Got
Genau. All had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Die haben ja alles ausgescratcht, außer bestimmte Wörter. The writer, not of the last. The shadow cast. Third eye. Project the night. This is your time when you're gone. Writer, the first word, not the last. And the shadow eye open. This is your time. Ritual friends will meet. Not the writer, the light. Shadow to right, to lead will meet. Da haben wir wieder ein Echo. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. I had a new idea, a new story thread. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet in Komm. Ha! Nice. Word of Gun. Mit Firing Revolver. Ja, ist immer noch das Beste von dem. Muss ich manchmal wirklich trauen, so einfach durch die durchzugehen. Aber da können ja noch attackieren halt. Es bringt zwar nichts, aber es fühlt sich trotzdem besser an. Da, schon macht er die Tür auf. Ja, alle Detection haben wir das schon mal voll. Sehr gut. Ich aktiviere das Echo schon mal.
Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Typical New York ist auch gut. Wake. Alan, wake. Oh, fuck. Wake. I just want to play you. Ah! Das meine ich. Ha! Geht doch. Yes. Words of fix, increase maximum health, ja. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination. A lighthouse for some urgent reason I couldn't remember. I'd been driving too fast on a coastal road to get there. Das ist einfach geil, dass es halt wortwörtlich Schatten sind, das ist so cool. Ah! Hier sind wir wieder. Geil. Oh. So. Okay, dann müssen wir jetzt mal zurück in den Collapse Tunnel und das Ritual beenden. So, das kann ich wieder mitnehmen. Here we go. The dark presence. Fuck! Shit! Fuck! I couldn't hear the dark presence. It was gone. Fürs Erste.
The tunnel was open now. I could get through. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Das ist so geil. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road.
Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. The writer of the first word, not the writer of the last, with the terror of the light and the shadows cast, the third eye now open to project the night. This is the moment to write. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Der letzte Satz, ne, Your friends will meet him when you're gone, ist hier ein Zitat auch aus dem ersten Alan Wake. Das ist das, was Thomas Zane zu Alan sagt, als er Mr. Scratch vorstellt. Da sagt er, das ist Mr. Scratch, don't mind him now. Your friends will meet him when you're gone. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Ganz kurz einen Augenblick, ich muss mal kurz etwas checken. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe ein Paket bestellt und eigentlich sollte es erst nächste Woche Montag oder Dienstag kommen. Dann hieß es plötzlich, es kommt am 11., das wäre morgen. Und jetzt hieß es, ach, es kam jetzt doch früher, es wird Ihnen gleich zugestellt. Jetzt ist die Uhrzeit schon jetzt stand da, es hat irgendwie nicht geklappt, aber ich bin die ganze Zeit hier. Mein Dad ist auch drüben und arbeitet gerade. Ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht aufgemacht oder so. Was ist denn da jetzt los? Wo ist denn jetzt... ich muss mal kurz in die Mail nochmal reingucken. Ich bewege mal die Maus. Nicht, dass er mir das gleich wieder ausschalten will. Die Zustellung des Pakets war heute leider nicht möglich. Gründe dafür können sein: Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit oder Überschreitung der Arbeitszeit. Aha. Ich drücke mal auf die Sendungsnummer ganz kurz. Da. Zustellung heute nicht möglich. Ja, muss ja auch gar nicht. Also ich habe das ja... Das ist ja nicht schlimm. Ihr habt doch gesagt, morgen. Macht's doch morgen in Ruhe. Ist mir doch egal. Ich hatte eh viel später mit gerechnet. Ja, cool, okay. Hauptsache, die behaupten nicht, sie waren nicht zu Hause oder irgendwie sowas, ne? Weil ich mir denke, ich bin jetzt extra hier mittags zu Hause geblieben, damit ich das entgegennehmen kann. So, okay, dann ist ja alles gut. Sollen sie es bitte morgen in Ruhe machen. Und sich nicht stressen. Hauptsache, es kommt an. Parliament Tower Plaza. Das heißt, wir haben es geschafft, wir sind zurück. $0.15 chance not to consume ammo when firing the revolver. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. There's a long journey through the night back to the light. It's not a lake. It's an ocean.
It's not like das ist das, was der Typ ja, der Hitchhiker am Anfang in den Albtraum sagt in Teil 1. It's not like your stories are any good, not like they have any artistic merit. You're a lousy writer, cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me, look at your creation. Love it. The station had changed. I was closer now. Identity theft is on the rise. You may not be the only you out there. Power outages do occur. Please carry a portable light with you in the subway. Oh, herrlich. Das sind doch viele Sachen, die ich beim ersten Mal gar nicht angeguckt habe. Ja, ich war mir sicher, da läuft noch mal was. Oder war das schon? Vielleicht war das schon. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Speicherraum, aber was ich kurz nachgucken wollte, war bei Audio. Könnte nämlich Dialog Volume noch höher machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Das ist manchmal einfach ein bisschen einfacher dann. So ist ich meine, ich habe vorsichtshalber die Untertitel noch an, aber trotzdem ist es so einfacher. Oh, wie viele ich von diesen Dingens habe, das ist ja mega cool. Von den Trauma-Pads. Ist halt wirklich wie bei Resident Evil, wenn man erstmal anfängt, das alles so zu ordnen. Das habe ich genommen. Das brauche ich gar nicht so dringend, das kann weg. Ist immer besser, wenn man noch eine Lücke oder zwei frei hat, falls man halt neue Sachen findet, ne? Dass man dann sich nicht noch entscheiden muss, dass man noch so ein bisschen was mitnehmen kann. Ich meine, ich habe jetzt genug von den Heilungskram und an jedem Speicherort kriege ich ja wieder, finde ich es ja wieder. So. Snap. Okay, weiter geht's. Also ich muss ehrlich sagen, ne? Wie gesagt, 9 Jahre habe ich auf das Spiel gewartet. Manche Fans der ersten Stunde seit 13 Jahren. Ja, was heißt drauf gewartet? Hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass es Alan Wake 2 vielleicht niemals geben wird, weil ich ja die ganze Produktionshistorie und die Probleme ja kannte. Der habe ich ja schon sehr, sehr häufig erzählt und wiederholt, aber wenn jemand da noch was zu wissen möchte, kann er mich gerne fragen, sei es im Live-Chat oder später unter dem VOD einfach einen Kommentar schreiben, sonst wiederhole ich 100.000 Mal dieselben Storys, weil ich es einfach sehr faszinierend finde. Und, naja, auf jeden Fall war ich schon der Meinung, so, ja, komm, Alan Wake 1 hat so ein Ende. Es ist fein, wenn es niemals weitergeht, weil es irgendwie dann doch in sich eine schlüssige Geschichte ist. Und dann wurde aber angekündigt, nee, es gibt doch Teil 2 und der kommt jetzt auch. Und dann waren ich und meine Freunde natürlich erstmal ein bisschen vorsichtig, wie so, erstmal abwarten, nicht, dass das vielleicht doch noch unserer Erwartungen nicht entsprechen kann, weil die so hoch sind. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Loving memory of Alan Wake, 1977 to 2010. An author and a husband. Auf jeden Fall waren wir dann so, ja, lass uns erstmal die Erwartungen lieber runterschrauben, nur für den Fall, ne, weil es halt einfach gesünder ist. Eine Hype ist niemals eine gute Idee. Und die Sachen können dem Hype nie gerecht werden.
Aber wir waren alle mega hyped, muss man halt sagen. Und wir waren alle so, je mehr Videos man gesehen hat und sowas, ne, und je mehr die so erzählt haben, was sie davor haben, waren wir so, boah, das klingt ja mega krass und sowas. Und dann waren wir immer so, ja, aber erstmal abwarten, bis es raus ist. Und sowas, ne? Eins nach dem anderen. Und das Abgefahrene ist halt einfach, was man jetzt einfach sagen muss, und ihr werdet das jetzt im Verlauf des Spiels wahrscheinlich selber noch miterleben und sehen, aber ich muss einfach nochmal betonen, es ist alles geworden, was wir uns erhofft haben und mehr. Muss man einfach sagen. Und es kommt noch so geiler Shit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was noch für crazy Kram vorkommt. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Na, wisst ihr schon, wer ihn da immer anruft und warum? Ich werde es auf jeden Fall nicht verraten. Ich werde es einfach geschehen lassen. Aber es juckt mir natürlich unter den Fingern. Ich bin die ganze Zeit so, soll ich einfach schon mal drauf eingehen? Nein, das ist Quatsch. Ihr seht es, wenn es soweit ist. Die Erfahrung ist das Wichtigste. Wobei natürlich die größte Erfahrung ist, es selber zu spielen. Aber ich kenne halt viele Leute, die das einfach nicht hinkriegen oder beziehungsweise die vor allem so ein Spiel, was so ein Horror-Game ist, das ist einfach nichts für die, obwohl sie dann die Story und so eigentlich geil finden. Deswegen kann ich das durchaus verstehen. Maybe he was a writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? WTF? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Das Witzige ist, das meinte ich gar nicht mit WTF. Ich wusste ja, dass es kommt. Aber mein Controller hat plötzlich richtig hart vibriert, als gerade diese Mr. Scratch-Vision kam. Und das ist fast von meinem PC runtergestürzt. Witzig. Weil mein PC-Controller, der hat immer Probleme mit dem Rumble. Der macht das immer gar nicht. Normalerweise. Oder sehr selten. Ich wusste nicht mal, dass das Spiel weiß, dass ich ihn angeschlossen habe. Ich benutze ihn ja nie. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Photos for exhibition posters. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Das ist ja, was wir in Control auch gesehen hatten. Dass
dass sie das Gefühl hatte oder dass sie von einer Vision von Alan womöglich oder Mr. Scratch in ihrer eigenen Wohnung heimgesucht wurde. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Er meint das Symbol auf der Tür, diesen das da. Alice's video camera. No memory card inside. Video art doc on screens, multiple focal point of a dark place. Part 1. Part 1. What was Alice working on? Und in American Nightmare haben wir ja schon mitbekommen, dass sie so eine Art Foto-Exhibition gemacht hat, während er im Dark Place war. Und sowas und ähnliches. Das ist geil, wir wissen das eigentlich alles schon, aber jetzt sehen wir es dann wahrscheinlich auch. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever
Alice. Scratch was terrorizing her. Why? The Art of Alice Wake. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Ich sag ja, ne, manchmal ist ein Part länger, manchmal ist ein Part kürzer, ne, wie in so einem Roman. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls.
But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery,
Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Genau, immer erstmal eins nach dem anderen. Das ist nämlich ziemlich viel zu verdauen, aber das ist ja auch wie bei, wie wir es gewohnt sind. Das Position für Klicker da. Das steht auf diesen Seiten, sehen Sie den Trailer, genau. Sure. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Where code should be found, who's involved? Huch. Doesn't make sense. Okay. Dann Cult Psychology, Cult Symbols, Cult Goal. Ja. Hier, das haben wir. Trail of a Cult. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Das Geile ist halt, dass wir ab jetzt jederzeit die Realität ändern, switchen können. Das heißt, wir könnten jetzt auch direkt mit Alan einfach weitermachen und sagen, ah, scheiß drauf. Oder wir machen erstmal mit Saga. Ich würde aber sagen, jetzt haben wir gerade viel Alan gemacht. Dann machen wir erstmal mit Saga weiter. Add one charge to a flashlight. Das nehme ich mit, falls das hier, was unser Leben rettet, kaputt geht. Dann kann ich es direkt austauschen. Moment, was mit dem nochmal? Handflare and Area of Effect. Ja, das brauche ich nicht so wirklich. Dann speichere ich lieber jetzt nochmal, falls irgendwas ist, ne? Dass man das nicht vergisst gemacht zu haben. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Ja, im ersten Teil war es ja so, dass Thomas Zane, also die Version von Zane, die er geschrieben hat, dazu geführt hat, dass die Seiten da gelandet sind, wo er sie gebraucht hat. He remembers writing many pages while in the dark place. Na. Nee. Auch nicht. Writing part of a ritual? Ah ja, okay. Also doch. Ja, dann gehen wir nämlich jetzt. One who understands the forces behind this. I can help you. No, that's not how this works. You're a civilian, and we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you are making a mistake. I'll be sure to add that to the list. Herrlich. Das haben wir schon gestreichelt, ne? Sehr gut. Okay, los geht's. Hi, welcome. Hallo. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Das ist süß. Das ist jetzt weniger süß, was jetzt kommt. Welcome to Coffee World. Ah, das schon.
West coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages. Just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where 2 serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. This is the 3rd time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Of course, sir. Kein Wunder, dass der Typ sich darauf freut, Pause zu haben. Hello? Hello? Ah, genau, das ist das Zimmer von diesem Pärchen, die hier angekommen sind und ihre Tür scheinbar nicht richtig verschlossen haben. Beziehungsweise wahrscheinlich sollte hier gerade aufgeräumt werden. Tabby didn't want me to come, I can tell. Not like the trip is even helping. I thought getting out of the city would inspire me, but Bright Falls is just a bunch of trees and empty storefronts. I need to find something. I'm tired of writing one-act plays about how shitty the world is. I thought scathing social commentary would make me feel like a real artist, but I don't know, it's not me. I want to write something weird, something really out there, something authentic, but what? Fuck this town, I don't even want to get into what happened last night. It's weird though, sitting in the hotel room, some pieces are starting to fall together. An idea for a new play, a space cult burning down the galaxy in some misguided search for TBD. A lone man, an artist wandering the stars until his destiny puts him straight in the cult's path. All black cast? A musical? A rock opera? Oh, zum Teil hat er gar nicht mal so unrecht mit dem, was er da sich ausdenkt. Fast schon Predictions zu dem, was noch kommt. Ed hadn't been the same since his latest show had closed. This wasn't the first time one of his productions had shuttered early. Scathing social commentary in a one-act play wasn't exactly filling seats. When Tammy told him she was taking a research trip to Bright Falls, he decided to tag along. Ed told her he wanted to find inspiration. Really, he just wanted a break from the city. But it was true that he certainly needed to find something. A voice, a direction, an idea, something authentic to himself. Ed knew he couldn't keep using Tammy's money to fund his playwriting. After the argument with Tammy, Ed stormed out of the diner and drove their rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Now standing in the dark woods, the sun hidden by the trees, Ed wished he could remember what that point was.
Something about masculinity. He cursed at himself and turned to go. Suddenly, he was blinded by a light in his face. Voices shouted and hands pushed him to the ground. Ed struggled in vain. Their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Tammy tapped her pen on her notebook. Alan Wake had ridden this same ferry into town when he arrived. This was his entry into Bright Falls. His first steps across the threshold. She wrote that down. She always found it helpful to walk in the victim's shoes, do what they did, see what they saw. It added great color to the book. Tammy felt raindrops on her face. God, again? She pulled up her hood. The rain just kept coming. She missed New York. So far, this hadn't been the simple research trip she pictured. First the incident at the lake, then the fight with Ed. It's not surprising tempers got hot. They were both on edge after what had happened. Tammy had said some things she regretted. She looked out over the harbor. A chill passed through her. She hoped Ed wouldn't do anything stupid. Erstmal überlegen, war ja noch irgendwas, was ich jetzt machen konnte? Ich glaube nicht. Nee, wir können, glaube ich, direkt weiter. Auf nach Watery. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake. But are you sure this is a good idea? Das ist das, was ich meine mit dem, wenn es lädt. Deshalb manchmal der Ton und so, dass das nicht richtig funktioniert, aber naja. We believe the page. I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be Meanwhile, a breakthrough. I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker? Yeah, real funny. Ja, deswegen musst du einfach Place me in a trailer, somewhere in Watery. Deswegen musst du einfach die Untertitel dann schnell lesen, wenn dann diese, weil das dann asynchron ist, dann kriegt man das alles noch mit. Aber es ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Ansonsten habe ich technisch jetzt keine wirklichen Probleme. Local Girl, Return. Free.
A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Für jeden. Watery. Mayor Seta will stand up for justice. Boah, Mayor Sitter ist aber der geilste. Wenn ihr den das erste Mal sehen würdet, ne, werdet ihr mir sofort zustimmen, instant. Ich kann es versprechen. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you all, at least. Mind giving me a hand in helping out? I'm supervising the work. And it's super. Das sind so süß, die Leute. Genau, Watery. It's even worse here. Eine Stadt voller finnischer Migranten. Watery. I'll have to tell Casey that one later. Enjoy your day. Saga und ihre Wortwitze, ey. Die hat wirklich einen sehr eigenartigen Sinn für Humor. Ich glaube, das muss man dann einfach mögen. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Das glaube ich nicht. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Ja, besser so. They say if a sauna doesn't fix what ails ya, you're a goner. They also say silence is golden. Oh Mann, ey. Ja, ich meine, wenn man darauf vorbereitet ist. Radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on reality. I don't care to listen to pointless jibber jabber. Not on the radio and not in the sauna. Ich möchte einfach nur Ruhe haben. Ja, stimmt, wir haben jetzt eine oder zwei Radioshows gar nicht gehört, glaube ich. Weil ich jetzt nicht nochmal extra durch Bright Falls gerannt bin, weil ich weiß, dass da halt jetzt gerade nichts zu Sinnvolles zu finden ist. Aber da gibt es ja noch ein paar Shows, wo man... Naja, vielleicht kommen die noch. Mal schauen. Ich nehme da jetzt nichts vorweg. Whew. Hot. Ich war nur ein einziges Mal in der Sauna. Es war in Holland. Da war ich so, keine Ahnung, 14, 15. Da hatten wir uns mal so ein kleines Wohnhäuschen gemietet und da war dann auch eine Sauna drin. Da haben wir das einmal gemacht, sonst habe ich da keine Erfahrung mit. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, ob es mir gefallen hat. Das weiß ich nicht mehr.
Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Watery's definitely quaint. I bet they have good fish here. Siamese catch of a day fresh out of Cauldron Lake. I need something to force this open. Ja, kommen wir später mal wieder. How's it going? Well. Where is the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Ach, so alt sehen sie doch gar nicht aus. Wir können uns gleich in Ruhe Artis Show angucken. Der ist nämlich gerade hier und performt mal wieder. Wir wissen ja, was für ein toller Sänger er ist. Durch Control. Aber ich dachte, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo was war. Vom Ort habe ich noch keine Map hier. Ich dachte, hier wäre noch was gewesen. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Witzig, ich habe noch nie mit diesem Typen geredet. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Hey, how's it going? Okay then. Catchy tune. Excuse me. Do you know where... Hush! Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Ja, ist Rose wieder da.
Bluesfest meets Romy Hall. Ruffles, karaoke and skits. Gelögi cover Boosty and... Come on. Welcome to Coffee World. One-of-a-kind amusement park opens in Watery. I'm sure all of our readers know Ilmo Koskela, who with the help of his brother Jaakko has been making our small town of Watery a busting hub with his various business ventures. The Laser Weast Coffee World has its grand opening just around the corner. I had the chance to ask Ilmo a few questions about Coffee World. Lesen wir später. Tom the Poet, a film by Thomas Zane. A pinprick of light in an ocean of darkness. Thomas Zane is a diver, Barry Jack is a dark presence, Cynthia Weaver, a lady of light, Emil Hartman is assistant. Based on a novel by Alan Wake. Terrifying, strange dive into the dark depths of an artist's mind. Dark doppelganger in the art and life of Thomas Zane. Original Thomas Zane. The auteur. Guest lecture by the president of the Brightford Film Society, Thomas Emerson. Ach, Emerson aus, der den Filmclub hatte in Control. Discussing Zane's early career in Finland, his artist, computer and bright thoughts, his lost work, Tom the Poet, his mysterious disappearance in 1970, playing his own dark double in his films, the poet, the writer, the diver, Thomas the Rhymer. 24. November 2023. Wegen diesem Datum denke ich, meine Freunde, ist vielleicht dann der erste DLC rauskommt. Das ist ja noch nicht bestätigt. Aber ne, 24. November 2023 ist ja noch, das ist ja in 14 Tagen. Ja, lese eben das Interview. Ilmo, what is Coffee World about? I'm glad you asked. Coffee World is the world's greatest coffee-themed amusement park of all ages, and right here in our hometown of Watery. It's got all the rides, thrills and excitement you could ask for, and of course lots of delicious fresh coffee, both hot and iced. Put that in. How did this unique business idea came about? Well, as you know, I'm all about ideas, an idealist you could say. But what's even more important to me than my many successful businesses is our hometown. With my help, we can revitalize Watery, build its economy back up, bring the tourists back in, and enjoy ourselves in the process too. Coffee World is just as much for the townspeople as it is for the out-of-towners. Which attraction should the visitors be sure not to miss? Oh, that's like having to choose a favorite child. It's impossible. But the Slow Roast is of course a wonderful ride full of mystery and magic, and the Espresso Express is sure to give you a thrill. Also, don't forget to drop by the Fresh Pot gift shop on your way out. You never know what treasures you might find. Coffee at least, I bet. Yes. Genau, keine Sorge, der spielt das quasi in Dauerschleife, solange man hier ist. Beziehungsweise bis wir wiederkommen. Deswegen hoffe ich, ihr habt jetzt genug von dem Song gehört. Der sehr, sehr schön ist. Aber es geht sonst endlos weiter. Da sehe ich schon 2 Motorräder und 2 Brüder. Und eine kaputte Brücke. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Are you familiar with the Cult of the Tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but,
Now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights motorcycle club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Da muss man gar nicht so viel kommentieren, weil es schon von selbst sich alles gut erklärt und sie ist, wie gesagt, seid gut geschrieben, gut inszeniert. Gibt gar nicht so viel, weil ich hinzufügen muss. Deswegen habe ich gerade einfach angefangen, ein bisschen zu snaggen im Hintergrund. A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Ceremony used to live here without a trailer, genau. The Koskelas think I lived in the trailer park. With Logan. The story really is changing people's memories. Why aren't mine affected? Wake says the story will change reality around us.
If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. But the forge which any are real. Could this mean the Dinah Bright Forces moved away after Logan died? On the trailer park where supposedly lived called the Fuzzy resident. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Da muss ich auch an den ganz soliden Mystery-Crime-Thriller The Raven denken, in dem John Cusack Edgar Allan Poe spielt. Und dann geht es in der Geschichte darum, also das Setup ist ein bisschen stärker als der Film selbst, aber The Raven ist trotzdem ein guter, unterhaltsamer Film für einen schönen Freitagnachmittag, so wie heute, wie jetzt gerade eben. Und so ist ein sehr, sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen. Und die Idee ist halt ganz geil, dass halt Edgar Allan Poe, einer meiner Lieblingsautoren by the way, dass halt Morde begangen werden, die auf seinen Geschichten beruhen. Also Ideen, die ja hier auch so ein bisschen aufgegriffen werden. Und er dann deswegen der Einzige ist, der vielleicht helfen kann, den Killer zu fassen und sowas, weil er ja seine Geschichten kennt und überlegen kann, was der Killer damit aussagen möchte. Und was dann auch obendrauf spannend ist, ist, dass in der letzten Woche von Poes Leben niemand weiß, was er getan hat. Weil er wurde dann tot auf einer Parkbank gefunden, mitten im Schnee. Hat dann noch irgendwas vor sich hingemurmelt, ist dann auf dieser Bank gestorben. Und es ist tatsächlich so, dass sich niemand erklären kann, was er die ganze Woche, bevor er da gefunden wurde, gemacht hat. Also keiner weiß, wo er war und wie auch immer. Und darum ist das die Idee von dem Film, ist ja das Konzept dann, dass sie sagen, das ist dann in dieser Woche passiert, dass er dann versucht hat, diesen Serienkiller aufzuhalten. Also ist sehr, sehr geile Idee. Der Film wird der Idee nicht 100% gerecht, ist aber trotzdem ein sehr atmosphärischer und gut gemachter Film. Und gerade die Charaktere sind sehr stark, vor allem halt Cusack als Poe. Also alles, was ich über Poe weiß, wird sehr, sehr gut von ihm in dem Film repräsentiert und auch von den Autoren des Films, weil gerade die Dialoge zum Teil ziemlich clever sind. Und da gibt es halt einen Moment, der ist so ähnlich wie das, was Saga gerade meinte, der ist auch ganz geil, wo dann der reiche Vater einer Frau, die Poe gerne heiraten möchte, aber der Typ hat was dagegen, weil Poe in seinen Augen ein Nichtsnutz ist, dann fragt so, was macht der denn hier in meinem Haus und sowas. Und dann erklärt der Polizist ihm halt, ja, der ist hier, um uns zu helfen, weil die Morde aufzuklären. Und dann sagt Poe halt, hätte ich gewusst, dass meine Geschichten einen solchen Effekt auf die Leser haben, dann hätte ich vielleicht mich lieber den Erotikgeschichten gewidmet. Das fand ich auch herrlich. The entity inside the dark place called the Dark Presence. Wake in form of Scratch, the Dark Presence is editing Wake's story, wants to turn the world to a fucking nightmare. Dann Scratch and the Dark Presence are interchangeable, genau. Doesn't look right. Ach Quatsch, eins weiter. Dark Presence, genau. Flashlight seems to weaken. Taken. How does the story range? Das ändert nicht die Rules der Realität. Also ist doch Dark Place. Was? Okay, erstmal was anderes. Dark Place, Fiction coming with... Was? Okay, jetzt bin ich aber... Fiction coming into contact with Dark Place has the power to change reality. Aha, ja. Dann, Wake was trapped in a dark place for 13 years. The story changes our reality bit by bit, the process is gradual. Wake must... how to stop the story? Wake must get the clicker before Scratch. Flashlight seems to weaken Taken. So. Aber das ist doch How does the story change reality and the rules. Nope. Komisch.
Dark Presence. Aha. Inside a bright light, Saga felt safe like nothing could hurt her here. Dann, if we don't stop it, Scratch will use the story to permanently change reality. How to stop the story? Da. Some other strange reality in a dark place merge with ours is placed in a dark place called overlap. Dark place overlap? Ja. I entered it at Cauldron Lake, genau. Und da kommen wir noch zu, okay. Hier haben wir die Map, da können wir einfach außen rum, alles klar. Was wollte ich nochmal sparen? Ach ja, genau, auf das wollte ich sparen. Dann machen wir das auch. The spare key is at Coffee World. First the witches at the diner. Now the Caskellas. They all think Logan and I used to live here. Wake said the horror story would make people crazy. Like they're being brainwashed to believe the story. Is it spreading? Flooding did this? Building bridges, burning bridges. Herrlich. Ihr versucht ja jemanden zu erreichen, alles klar. There's Coffee World. Need to get across the river. Okay, jetzt müssen wir erstmal einmal außenrum über den Waldpfad. Und die Melodie, die ihr in der Ferne hört, die werdet ihr jetzt noch die nächsten Tage im Kopf hängen bleiben. Wird euch noch hängen bleiben. Das war jedenfalls bei mir so. What was that? Fuck! FBI, show yourself! Gotcha. Ich wusste gar nicht, dass man ihn hier schon besiegen kann. Mega. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, ne? So, die Typen sind gefährlich. Ich meine, wir kennen ja schon so schnelle Taken aus dem ersten Teil. Aber hier muss man jetzt echt aufpassen. Die hat sich jetzt gerade in 2 geteilt, falls ihr das gesehen habt. Man kann auch so ein bisschen auf Nahkampf setzen, allerdings nur sehr wenig. Also man kann nur so ein bisschen mal die zurückstoßen. Damn! Komm, letzter Schutz, den nutze ich noch. Yes! Alter! People turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Dass der letzte Schuss so gesessen hat. Das war das sogar der Headshot? Das wäre ja krass. Aber das ist geil. Es passiert ständig irgendwas Neues. Und sie machen es auch so, ich sag mal, unauffällig. Und das macht das so stark. Also dieses, dass der Typ sich gerade einfach mal so 2 geteilt hat und dann geht es halt weiter. Der eine Nahkampf, der andere schmeißt und was ist ich. Mega.
Deer Doll. Da haben wir noch eine Moose Doll. Denn ein Moose und ein Deer sind zwei verschiedene Sachen. Darf man nicht verwechseln. The gentle beast with a beautiful crown runs through the woods with a worried frown. From the hunter he flees between the mighty trees to make it out alive. Ich würde sagen, muss toll in den Wald. Yes! Manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwerer. Schon ganz cool. Ah, da ist so eine dunkle Spur. Ah, da ist er. Coffee World Moose. A charm. Ich habe ja noch eine Reihe unten, ne? Ja, das ist nämlich nochmal so ein Charme, der mir das Leben retten kann. Apropos Leben retten. Pill Popper. Okay. Weiter geht's. Da oben sehe ich schon einen Cold Stash. What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever. The town was fading. It never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained. Dug in. Parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Coffee World brought tourists, money, and jobs. Coffee-themed fun for all ages. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. The bikers repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Watery needed a miracle. The end of the road was in sight. And it was coming fast. Ganz genau. There's another cult stash. Die meinen es nämlich gut, die Koskela Brothers, ne? Und wollen unbedingt hier dafür sorgen, dass das so alles noch so lebendig bleibt, die kleine Stadt. Und so, aber merkt er, dass jetzt nicht unbedingt die also sie haben die richtigen Ambitionen, aber sie bräuchten vielleicht Hilfe von Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen mit manchen Sachen wie Business-Entscheidungen und so. I found another dead taken over by a radio tower. Looked like it was bashed to death. There was a lunchbox and some weird knitting by the corpse too. I took care of the body, but that's the third one this month. Everyone keep your eyes peeled. We need to find this guy and let him know the code of a tree means business. Huch, falsche Taste. So. Ja, es wird noch spannend, wenn wir herausfinden, wer derjenige ist, der diese Knittereien und Alex Casey Boxen und den ganzen Kram hier lässt und Taken besiegt im Wald. Das wird noch interessant. Da kommen wir noch nicht dran.
Gehen wir erstmal zur Hütte. Another one of those cult boxes. Nice. Hey, if you take the crossbow, put it back in the stash when you're done. PS, I changed the code as asked. Ah, das ist wieder ein Zahlencode, alles klar. Finden wir bestimmt noch einen Hinweis auf die Zahlen. Ob das Freuden- oder Schreckensschreie sind, kann man von hier aus nicht so richtig erkennen, ne? Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskalas had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local. A man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! Ja, ich nehme erstmal nur eins davon. Ich noch ein bisschen Platz, die behalte ich vielleicht doch erstmal. Wobei, nee, komm. Eins kommt weg. Lieber mehr Platz für Kram, den ich auch wirklich benutze. So. Jetzt müssen wir gleich auf die Anzahl der Pfeile achten. Ich meine, sowas war das, oder? Ich bin nicht mehr sicher. Das ist, glaube ich... Ja, genau. Ein Pfeil, das sind 2 und das sind 3. Also es ist 5, 2, 7. So rum muss man denken, genau. Ich bin so froh, dass ich das alles schon wieder vergessen habe. Dann macht das mehr Spaß. Ich weiß halt immer noch so ungefähr, worauf ich achten muss. Das beim ersten Mal weiß man halt erstmal gar nicht, worauf man gucken muss, aber so ist cool. If you aren't wearing the mask, this does not belong to you. Tja. Suckers. Jetzt schon. Und jetzt wird's noch geiler. Nicht nur haben wir jetzt einen geilen Crossbow, sondern all die Pfeile können wir auch noch mitnehmen. Geil. Und ich meine sogar, dass auf der Map zu sehen ist, ob da noch welche sind, die ich einsammeln kann. Aber sind nicht... Ah, da unten ist tatsächlich Crossbow Bolt. Witzig. So, und was beim Crossbow richtig geil ist, außer die Nachladezeit, die verdammt lang ist, dass genau wie bei American Nightmare, da habe ich mich so gefreut, ich habe es extra ausprobiert, weil bei American Nightmare war es cooler an dem Crossbow, dass man halt damit die Dunkelheit nicht wegbrennen muss. Also man kann direkt durch den Dunkelheitsschild durchballern. Und das ist hier auch so in dem Spiel tatsächlich. Das haben sie so beibehalten, dass dann die Pfeile da durchschießen und nicht von dem Dunkelheitsschild abgeblockt werden. Achso, jetzt bin ich im Kreis. Okay, alles klar.
Aber Moment. Kann ich mir einen Pfeil noch holen? Ja. Weil jeder Pfeil zählt. Oder jeder Bolzen, je nachdem, wie man es nimmt. Da. So. Das war's, ne? Ja. Dann weiter geht's. Oh, apropos neue Waffe. Hold the fire button, 2 bolts. Ah, shit. 18 ist fire 2 bolts before needing to be reloaded. Das ist richtig geil. Aber ich wollte ja für das hier, für 18, ne? To an enemy to restore health. The amount of restored health depends on the strength of the enemy. Das ist natürlich geiler. Ah! Ach du Scheiße! Fucking hell. Das meinte ich. Ich fühlte mich gerade so sicher. Hammer. Das war ja geil. Boah, hab ich mich erschreckt. Ich habe gar nicht gehört, dass ein Gegner in der Nähe war. Mega. Hier nachladen ist nämlich ein bisschen... Dauert ein bisschen mit dem Ding, aber dafür ist es ziemlich geil. Jetzt kann ich den Typ noch nicht so gut ins Gesicht treffen. Puh. Das kam jetzt echt aus dem Nix. Ja, den höre ich jetzt. Als jemand, der schon ab und zu mal in einem Altenheim gearbeitet hat, die Leute sind da wirklich genauso drauf. Der ist doch von dem ersten Anruf noch dabei.
Haben wir auch wieder einen schönen Wasserfall. There's another lunchbox. I lowered my rifle, standing on the car's roof. I looked out at the carnage. The zombies had almost won, but luckily I was here. Heroes are sometimes the people we least expect them to be. Now my town was finally safe, thanks to me. I slung the hot piece of iron over my shoulder one more time, hopefully for the last time. The townspeople, cautiously emerging from their hiding places, surveyed the same carnage I saw and cheered my name, and I waved and they cheered again. Now I could finally get back to my quiet, unassuming life, reading books and gardening and fibercrafts and being the world's top mycology expert. Suddenly a hand seized my wrist. I looked into the eyes of a sweet, sensitive writer I had known since childhood. A smile spread across his beautiful, kind face, and I felt at peace for the first time since the zombies had first emerged. You did it. I knew you could. Now we can live in peace together for the rest of our days. Wenn ihr erstmal rausfindet, ne? Wer diese Fanfiction schreibt, das ist der Hammer. So. Dann nehmen wir erstmal... Oh, das ist jetzt schwierig. Doppelbow oder Lebenheilung? Doppelbow ist besser, weil das werde ich öfter benutzen. Saga realized the crossbow could hold 2 shots at the same time. Had she just not noticed before? Or had the weapon changed somehow? Like in a dream? Who knows? Das ist nämlich viel angenehmer, wenn man sich einmal verschießt, dass man wenigstens nochmal nachsetzen kann. Aber wie man sieht, ne, sind die Ressourcen auch sehr fair gesetzt. Ne, also jetzt haben wir uns einmal die Knarre komplett verballert und sowas. Und so viele Pfeile hatten wir auch nicht. Und jetzt hat sich das alles schon wieder ziemlich gut ausgeglichen. Man muss allerdings trotzdem sehr stark darauf achten und sowas, weil es ist nicht ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich mal mehr oder weniger wieder out of ammo war. Also man darf es nicht übertreiben. More of those rhymes. But are there more of those dolls too? I don't seem to notice any. Okay, good. 3 little deers ventured to roam and found a nice place to eat and play. 1 little deer never came home and 2 of the deers cried all day. Found a nice place to eat and play. 1 little deer never came home and 2 of the deers cried all day. Ich habe nur eine Dierfigur, sie kam niemals nach Hause zurück. Doesn't look right. Okay. Home? Nope. Nee. Oder doch Home? Right. Ah ja, okay. Okay, ich habe irgendwo da drüben was gehört. Ah, fuck, Alter. Das Geile ist, die kann man ziemlich gut mit den Pfeilen besiegen. Ah, damn. Komm, reload. Ich bin sogar noch ausgewichen. Aber in die falsche Richtung. Heal. Yes. Und den Vorteil habe ich vergessen zu erwähnen, wenn man die Pfeile mit den Pfeilen richtig trifft, kann man die sogar wieder einsammeln. Aber ist der eine jetzt einfach doch gestorben? Krass. Woran? An der Blutung oder was? Abgefahren. Das wusste ich nicht, dass das geht.
Genau, den Charme habe ich ja jetzt genommen. So, erstmal ins Licht. Increase Resilience against being staggered or interrupted. Achso, von anderen Gegnern, genau. Jetzt habe ich noch die volle Heilung. Ne, dann spare ich mir jetzt erstmal. Gut, wo sind wir denn hier? Da oben. Radio Tower ist also eine Sackgasse. Wir müssen jetzt eh wieder runter und dann rechts weiter die nächste. Alles klar. Ich glaube, wenn man die von so erwischt... Scheiße. Oh, doch. Hat geklappt. Yes! Wieso steht da Ignite Flare? Ich habe die ja gar nicht ausgewählt. Geil. Habe ich den Pfeil sogar wieder. Naja, das ist die Option wenigstens weg. So. Ja, so richtig stealthen kann man das Spiel zwar nicht, aber wenn die einen quasi nicht sehen und man die dann von hinten erwischt, dann kann man die halt manchmal, wie jetzt gerade mit dem Bolzen, one-hitten. Was mit den anderen Waffen geht, weiß ich nicht. Das werde ich nicht einfach so ausprobieren. Weil wenn es nicht klappt, ist es so sinnlose Ressourcenverschwendung. Aber beim Pfeilen weiß ich wenigstens, dass es so ist. So, wir müssen jetzt jeden Moment in Coffee World ankommen, glaube ich. Ah, ein bunter Stein, sehr gut. Another one of those lunchboxes. Geil. Hi Hero, I think a few pieces of paper from my private fanfiction project got mixed into some of these stashes, but I don't know which ones. I posted some online and they're getting pretty good reviews, but I appreciate it if you didn't read them. It's a privacy thing. Geil. 11, okay, es fängt glaube ich mit 12 an. Was die Upgrades angeht. Oha, das Haus ist komplett unter Wasser. Ich hoffe, da ist gerade keiner drin. Ah, wobei, wenn man drin ist und das nicht reinkommt, kann das wahrscheinlich sogar ganz geil sein. Living on the Edge. America. Fuck yeah.
Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him on. Let the final Deerfest commence. His Army of Darkness. Was witzig ist, weil in dem Film Army of Darkness der Bösewicht ja auch ein Doppelgänger von dem Helden ist, der in seine Armee losschickt und der dann bekämpft werden muss. Nur halt mehr so in Slapstick-Art, aber schon ein geiler Film. Auch sehr kreativ. Okay, ist alles wie es soll, dann ist gut. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Welcome to Coffee World. Geil, können wir direkt benutzen. Da freut sie sich. Another cult stash? Only Striped Cups. Und eine Drehung. Wir müssen eine Zahl darauf finden. Kann ich nicht erkennen. Also, da hätten wir einmal die 1. Die 4. Vier, 6, 7. 1, 4, 7. Yes. Do not take what is not yours. Tja. Pech gehabt. Dürft ihr es nicht so easy liegen lassen. Ich dachte, ich hätte irgendwelche Schritte gehört.
We're sorry, this toilet is temporarily out of order. WTF, all the toilets out of order. Get your shit together. Jetzt ist es ganz cool, aus der Demo wusste ich ja direkt schon, was man machen muss, nämlich einen Screwdriver finden. Und das Geile ist, dass das Spiel jetzt einen nicht zwingt, das deduktiv zu connecten, bevor man es machen darf. Das ist ja in manchen Spielen so, dass du das quasi die Mission gar nicht erfüllen kannst, bevor du das erledigt hast. Aber hier ist es nicht so, jedenfalls nicht immer. Es gibt ein paar Stellen, wo das, was heißt ein paar Stellen? Ich weiß eine Stelle, wo es, glaube ich, anders ist. Da kann man eine Sache erst machen, wenn Saga das selber gerallt hat. Aber bei sowas wie jetzt ist es ziemlich egal. Also ich weiß, wo der Screwdriver ist, ich hole den einfach und dann machen wir das auf und sparen uns das jetzt. Ich weiß nämlich schon, wo 2 Sachen sind, die wir direkt erledigen können. Das werde ich jetzt auch sofort machen. Ah, hier nochmal Mayor Setter. When you ask, Mayor Seta will speak. Ganz genau. Wir sind auf einem guten Weg, ihn kennenzulernen. Amusing Mocha facts. Mocha is around 6 years old. Did you know moose can live up to 25 years? Mocha weighs 820, da weiß ich mal nicht, wie das ausspricht. Did you know moose are the largest species of deer in the world? Mocha loves to swim. Did you know moose can dive up to 20 feet underwater? Mocha's favorite drink is coffee. Did you know that Mocha is the only known moose with a caffeine addiction? Mocha the moose. One morning during Coffee World's construction, a wounded moose was discovered taking shelter inside the fresh pot gift shop. Though limping from a leg injury, the wily moose proved too quick for wildlife rescue. After a long and unsuccessful chase, everyone stopped for a much-needed coffee break, brewing up some of the coffee world's finest. Before a first cup was poured, the moose appeared, drawn by the delicious aroma. He allowed himself to be treated in exchange for a steaming mug of what is now known as Mocha's signature blend. Since then, Mocha the moose has become a beloved fixture of Coffee World, welcoming guests from across the country, as well as personally taste-testing each of our roasts to give him the Mocha seal of approval. Aha. Koffeinabhängiger Elch. Wieder Flamingos. Flamingos sind ja auch immer so ein Staple von Remedy. Frag mich nicht warum. The Huotari Well, from 1913. Legends say this is the dwelling place of the evil water spirit Neki, who lures people to their watery graves. In the early days of Wateri's history, this very well was where Ilmari Huotari hid the bodies of his victims with the help of his brother Jacobi Huotari. Ist das ein Zufall, dass sie so ähnlich heißen wie die Dingensbrüder? It was only after Ilmari murdered his own brother that their gruesome acts came to light. But was it madness or the spirit of Neki possessing Ilmari that drove him to murder like he himself believed? Is there more to his well than meets the eye? Another cult box. Genau, hier ist nämlich What hides behind the smile? Das ist ein Smiling Coffee Pack drauf. Und hier brauchen wir dringend einen Schlüssel. Und da kann ich euch mal zeigen, was ich dachte. Und zwar war mein Gedanke, hier sind nämlich so mehrere Holz Aufsteller. Und auf dem Bild ist ja so eine Art Kurve über dem Coffee Mug. Und dachte ich, der ist gemeint und dass dahinter was ist. Hinter ist aber nichts, also habe ich drauf geballert. Das war das eine Mal, wo ich dachte, bestimmt wollte ich das kaputt schießen, aber nein, musste ich nicht. Dann war ich so, was soll ich machen? Und dann bin ich weiter rumgelatscht.
Und habe noch andere solche Pappaufsteller gefunden und war so, hinter keinem davon ist das, was ich suche. Und dann dachte ich, hier, hinter dem Teil könnten sie meinen, da gucke ich dahinter und denke mir so, ja, aber hier ist halt auch nichts, ne? Und wenn man dann, und mein Kumpel, ne, mein Kumpel Ray ist dasselbe, der meinte so, er hat es erst nicht gefunden. Und erst wenn man irgendwann merkt, so, Moment, man kann ja hier durch und komplett einmal rum, da liegt dann der Schlüssel. Und das war erstmal ein bisschen schwierig zu rallen, dass man hier so ums Eckele muss. Das fühlte sich ein bisschen komisch an. M and T were supposed to be on patrol last night, but didn't show. If anyone hears anything from them, let me know. Und mein erster Gedanke war M and T, Mulligan und Thornton. Auf jeden Fall. Das können wir auch gleich connecten und gucken, ob das stimmt. Das war nicht mein erster Gedanke. Hier können wir noch nicht rein. Can't be opened on this side. Genau, das ist nämlich die Hall of the Kalevala Knights. Das ist da, wo die Brüder ihre, hier ist auch der Espresso Express. Das ist da, wo die Brüder ihre Motorradwerkstatt haben, Schrägstrich ihren Deerfestwagen vorbereiten. Da kommen wir dann gleich hin. A fuse is missing. Can't operate the ride without it. Genau, da müssen wir erstmal einen Fuse finden. Können wir nämlich den Espresso Express fahren lassen. No power. Must be a fuse box around here somewhere. So, dann laufen wir erstmal weiter. Genau, hier drüben ist auch noch am Ausgang Cioletta. Ist auch noch eine Lunchbox und die habe ich vorher nicht gefunden. Ich bin ja 3 oder 4 Mal vorbeigelaufen, habe das nie gesehen. Das ist perspektivisch ganz clever, war nämlich Another Alex Casey Lunchbox? Hier drin. Hab ich gar nicht reingeguckt. Ein Kumpel ist direkt dahin gerannt und ich war so, wie hast du das gecheckt? Und er so, ja, ich hab einfach mal geguckt. You could do anything you put your mind to, hero, as so long as what you put your mind to is part of a story. Boom. Kann es sein, dass wir, 20 Weapon Upgrades, geil. Dann können wir uns nämlich jetzt das hier holen. Kill an enemy to restore health. The report of the shotgun rang in the air. The enemy fell. Saga felt a surge of new energy. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. Das ist einfach so geil, dass es halt so manifestiert wird, die Verbesserung. So, hier haben wir auch einen tatsächlich sehr schönen Pavillon. Der gefällt mir wirklich gut. Und wie ich ja schon meinte, ist es nicht mehr wie in Teil 1, dass das Licht die gesamte Gesundheit heilt, sondern nur das erste Viertel. Das heißt, wenn bei uns da oben noch was fehlt, das wird dann halt nicht geheilt. Das muss man selber machen. Hier ist auch dieser Pappadler, den wir in den Commercials gesehen haben. Und der Pappbär habt ihr vielleicht im Oh Dear Diner am Anfang gesehen. Wie bei so Kinderbilder von dem kleinen Mike. Coffee World.
Yes. Da haben wir noch Pfeile. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Okay. So, die kann man sich schon mal reinpfeifen. The Percolator. Okay, then. Das kannte ich zum Glück auch schon aus der Demo. Snap, Motherfucker. Aber ich meine, der hätte noch einen Kollegen. Da. Uah, perfekt ausgewichen. Danach. Da, wobei. Nein, 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 besser. Damn. Das kann man direkt mal ausprobieren, die Gesundheit zu halten. Sehr nice. Always good to have a screwdriver. Was hier ganz geil ist, hatten sie ja Demo gezeigt, aber das wollte ich nicht ausprobieren, weil es Verschwendung ist, aber ich zeig's mal kurz. Wie gesagt, ne, die Umgebung ist ähnlich zerstörbar wie in Control. Also nicht so krass, da konntest du ja wirklich die Umgebung noch nutzen, aber genau. Ach, Echo the Fox ist wieder da. Er lebt. Ja, ich bin endlich zurück. Ich hatte ja gesagt, dass ich erstmal privat Alan Wake 2 durchspiele und jetzt habe ich es endlich durch und mit meinen Freunden zusammen auch noch gespielt. Ach, guck mal, kriege ich den Pfeil sogar wieder. Geil. Und jetzt hatte ich ein bisschen Pause dazwischen, um es erstmal zu verarbeiten, wie hammergeil dieses Game ist, weil es ist wirklich ein Meisterwerk, muss man einfach sagen. Und alles, was man sich als Fan erhofft hat, um ehrlich zu sein, was wir alle nicht gedacht hatten. Also ich und meine Freunde waren alle bereit, unsere Erwartungen runterzuschrauben und sind jetzt allesamt völlig zufrieden. So, und mein Nachbar ist noch der Einzige, der es noch durchspielen muss. Aber der zockt das immer bei mir, weil sein PC kriegt das überhaupt nicht hin und der hat auch kein Geld, um sich das zu besorgen. Das heißt, immer wenn er zu Besuch kommt, spielen wir dann zusammen weiter. Das ist ziemlich geil. Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Ist nur eine Kassette. Have a beautiful day. Beautiful day. Und meine Schwester und ihr Mann spielen das auch über meinen Account, weil die auf Malle sind und gerade auch nicht so viel Geld dafür haben, um sich das selber zu kaufen. Aber ich höre da noch jemanden. Ich gehe erstmal hier runter. Lecker Kuchen. Das ist noch überflutet, da kommen wir später hin. Genau. Ist mir egal, wenn die da drüben ist. Ich gehe erstmal den anderen Weg zurück. Ins Licht. Dann sieht die mich nämlich erstmal eh nicht. So, wie komme ich nochmal zurück zum... da ist der Well. Da, okay, also im Grunde... Ja, ich gehe einfach links rum. So. Man möchte ja natürlich... Ist ja ein Survival-Horror-Game. Das heißt, man möchte natürlich seine Ressourcen sparen. Soweit es möglich ist. Damn. Komm danach.
Yes! Geil. Huch. Okay, nochmal den zweiten Pfeil nochmal drüber laden. Yes. Oh, vielleicht kann ich den einen noch aufheben, wenn ich den gut getroffen habe. Da! Haha! Geil. Hier habe ich Glück und die läuft einfach vorbei. Scheiße! Uah. Scheiße, wo ist sie? Aua, genau reingedodged. Ah, falsch, das komm. Im Licht verliert sie mich ja kurz aus den Augen, bis ich sie wieder angreife. Wo ist sie? Da. Scheiße! Das ist einfach ein Standardgegner. Alter! Treffe ich sie überhaupt? Jetzt hat die ihren Schild wieder aufgeladen. Ich glaub's nicht. Komm, nein! Yes! Boah, geht doch. Holy shit. So. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich die Pfeile hingeballert habe. Jetzt würde ich die gern wieder aufsammeln. So. Habe ich eigentlich hier reingeballert? Ne, da habe ich noch nicht mit den Kugeln geschossen, ne? Na, egal. Ich habe ja noch genug. Das hat sich sehr gequält angehört, was genau? Wie sie sich geheilt hat. Das ist ja auch gequält, also sie hat ja ihre Wunde versorgt mit einem Druckverband. Das tut weh. Upsala. So. So, jetzt aber. Jetzt können wir nicht da rein. Snap. Now where is that safe? Dass du dich getroffen hast, ja. Das war echt anstrengend. Das tut vor allem weh, weil halt jede Kugel halt einen Wert hat, ne? Also man denkt die ganze Zeit so, nein, ich kann ja auch nicht verschießen. Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee world is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Genau, das ist nämlich, wie die Leute
von der Dunkelheit übernommen werden. Weil die Dunkelheit ist ja nicht mehr so mächtig wie im ersten Alan Wake, wo sie frei am Roamen war, Dinge und Tiere und alles mögliche übernommen hat. Das macht sie jetzt zwar auch, aber sehr viel schwächer und sehr gezielt. Und immer wenn Leute sich sehr schlecht fühlen, also wenn sie quasi in einem Lowpoint sind, so wie Alan im ersten Teil, als er von der Dunkelheit übernommen wurde oder manipuliert wurde, um die erste Geschichte zu schreiben. Und das ist die Erklärung dafür, ne? Wenn sie sich dann besonders schlecht fühlen und das nicht zurückhalten können, fällt es der Dunkelheit halt leichter, sie zu infizieren. So, hey Ilmo, heads up. Got another angry voicemail from a parent about a kid poking himself in the eye with one of his souvenir pukos, whose grand idea was it to sell kids plastic knives in a coffee-themed amusement park anyway. Alright, it was yours. Pukos. Jeff, I need another moose favor. Mocha was doing just fine. He even got a glowing vet report and then BAM! They say it was a heart attack. I'm not blaming you. Maybe he just had a bad ticker. No tolerance for stimulants either. We're telling the kids that Mocha is taking a little vacation, but I could really use your help ASAP to maintain continuity. Do you have any more in stock? Thanks advance, Ilmo. Und das ist der Grund, warum man Tieren keinen Kaffee gibt. Die haben einfach den armen Hirsch getötet. Ach, Hirsch sag ich schon, den armen Elch. Ilmo use for a code? Why did you change the damn password to a safe again? I thought it was Lookout Fixer Supplier. Who hurt you? Why are you so paranoid? Jakob. Calm down, this one's easy. Tracker, Lookout, Cleaner. See? No rocket science. Tracker, Lookout, Cleaner. Das hat mit einer Zahl zu tun. Zum Glück weiß ich das noch ungefähr, weil ich das mit meinem Kumpel letztes Mal gemacht habe, als er hier war. Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. Genau, das Coffee World Team. Und hier haben wir ein paar Hinweise. Einmal haben wir News of the Week. Remember to bring your liability forms for Tuesday's Bring Your Dog to Coffee World Day. The photos have stickers on them. Genau. Congratulations to Thomas for completing his first year at Coffee World. As usual, this work anniversary earns you a free packet of freshly ground coffee. Und the percolator is unfortunately undergoing maintenance, but don't worry, we'll fix it as soon as possible. Das ist der Trick nämlich folgendes. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, weil mein Gedächtnis mir gerade versagt, aber ist nicht schlimm. Ich kann dafür das Caseboard ja benutzen. Also eins nach dem anderen. The Clicker. Das ist das kommt später. Dann gehen wir in die andere Akte. Trail of a Cult. The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. So, jetzt haben wir das ja schon alles geschafft, deswegen wird es das jetzt wahrscheinlich schon automatisch erledigen. Glaube ich. Ah, noch nicht ganz okay. Weil wir den Gift-Shop-Key nicht haben. So, dann nehme ich erstmal Gift-Shop Doors Lock, das haben wir ja geklärt. So, dann haben wir einen Hinweis auf den Safe-Code. Ein Board der Leute, die hier arbeiten. Und das Sticker indicaten, wie lange Leute da arbeiten. Zack. Jetzt muss ich nur gucken, weil es müsste jetzt auf dem Caseboard stehen, dass... was war nochmal der Code? Hier ist er drauf. Tracker, Lookout, Cleaner. Jetzt gucken wir, welcher Job das wäre. Tracker, Lost and Found. Lookout, Security und Cleaner wäre Janitor zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch noch die Lösung. Und dann hätten wir 1, ein Jahr, 4 und 6. 146 müsste der Code sein. Bam! So macht man das. The keys to my trailer. Now to find the clicker and the cult. Sehr gut. Genau, jetzt kommt der leichte Part. Also. Gut, dann haben wir hier soweit erstmal alles. Ich speichere mal ganz kurz. Sicher ist sicher. Die sind alle nachgeladen, naja.
Zack. Nochmal auf die Map gucken. Point of Interest. Ah, da habe ich was noch übersehen. Gut zu wissen, das habe ich schon gelesen. Ah, da werden mir die Pfeile noch angezeigt. Ach nee, das sind die von dem... Ah ja, die holen wir uns. Die holen wir uns. Kann man das überhaupt zu zweit spielen? Nein, wieso sollte man das zu zweit spielen können? Ich kenne keine Survival-Horror-Spiele, die man zu zweit spielen kann. Hier, das ist der Zettel, genau. Coffee World Review Notes, genau. Pros, Coffee-themed Names for the Rides, mildly amusing. Auch Resident Evil 6, ja. Und 5 auch, aber die sind auch beide scheiße. Nee, das ist hier auch Teil der Atmo, dass man das halt nicht machen kann. Mildly amusing names, nice view of Watery from the top of a Ferris wheel, the mascots were trying their best. What else? Okay, coffee? Cons, rickety rides, creepy mood, money hungry owner, they killed the poor moose. 2 out of 5 stars. Ja. Das ist auch eher creepy als ein schöner Park. So, dann habe ich das, dann hole ich mir die Pfeile. Da ist gerade jemand, alles klar. Mal sehen, ob ich die umrunden kann. Das Licht hilft zwar, die zu bekämpfen, aber wenn man es nicht unbedingt auf sie richtet, dann kriegen wir es halt nicht so gut mit. So, sehr gut. Weil 2 Pfeile sind mindestens so viel wert wie 2 Ammo-Packs. War das hier? Ah, da ist noch eine Kiste, geil. Nee, es ist eins weiter. Ja. Geil. Zack. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Jetzt habe ich meinen Trailer-Key. Habe ich auch nichts... Ja, ich habe erstmal nichts vergessen. Das ist gut, dann gehen wir erstmal hier weg. Und gehen dann in Richtung Trailerpark. Der Lighthouse Trailer Park. Light, Laughter and Love will guide you home. The page said I'd run into a cultist here. On your toes, Saga. So, erstmal das Major Setter. Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Genau. Erstmal das Schild lesen. So, haben wir hier noch... Ja. Sehr geil. Stell mir das ziemlich komisch vor, wenn dein Nachbar bei dir dann zocken tut. Kennst du das nicht mit deinen Freunden zusammen Games zu zocken? Das haben wir früher immer gemacht. Also früher war das immer so, als meine Freunde zum Beispiel, habe ich früher meinen Kumpel besucht, der hatte eine Xbox und ich halt nicht. Und dann haben wir zusammen sowas gespielt wie Batman Arkham Asylum oder Assassin's Creed 2 und sowas. Da hatte dann jeder seinen Spielstand zum Beispiel und hat dann gespielt. Oder beim ersten Mal haben wir gemeinsam gespielt und uns dann abgewechselt. Und so machen wir das mit meinem Nachbarn, mache ich das genauso. Da haben wir auch, am Anfang wollten wir erst sagen, einer spielt Saga und einer spielt Alan, aber die Parts sind so weit auseinander zum Teil, deswegen wir gesagt haben, nee. Und weil mein Kumpel eine Schissbuchs ist,
der kann nicht so gut mit Horror-Games umgehen, dem ist das dann irgendwann too much. Lasse ich ihn immer so lange machen, bis er sagt, okay, mach du, so, ich kann nicht mehr. Und da muss ich immer übernehmen. Und dann wechseln wir uns halt meistens ab, also manchmal auch einfach nach Lust, ne, dass dann einer sagt, so, jetzt kannst du mal wieder. Und sowas, und so spielen wir es dann gemeinsam. Das kann man durchaus machen, dafür braucht man keinen Zwei-Spieler-Modus. Sogar ganz witzig, weil für mich ist das richtig nostalgisch, deswegen, weil ich das, wie gesagt, als Jugendlicher sehr viel gemacht habe. Und jetzt mittlerweile, wo jeder dann so seine eigenen PC-Games und Konsolen hat, nicht wie früher, wo man sich das alles ansparen musste und sowas, macht man es leider nicht mehr so oft. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und meinem Kumpel und mir hat das richtig Spaß gemacht. Also er freut sich auch immer, wenn er dann wieder vorbeikommen kann, um weiterzuspielen. Dem ist das immer richtig heiß unter den Nägeln, aber der muss immer so viel für die Uni machen, dass der sehr sporadisch Zeit hat. Das ist schon wieder eine Woche her oder so, seit wir weitergezockt haben. Bin die meiste Zeit auf Arbeit von Montag bis Freitag. Am Wochenende habe ich keine Zeit oder wenig Zeit zum Zocken. Ja. Das ist bei meinem Kumpel dann genauso. It's in the rain. Must not drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Don't look like cultists. That's not helping. I don't feel like myself. Don't know how to fight it. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Stop the hell of it! These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin, and this is your long-lost mortified Thor. Sarasota. He is your grandfather, and I am the All-Father. Just as crazy as everyone else. Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Ah, ist so herrlich. Schon den ersten, als es das erste Mal in den Promo-Videos angekündigt wurde, dass die Saga Anderson hieß, war ich so, oh mein Gott, ist die etwa mit Thor und Odin verwandt? Das ist ja mega geil. Da habe ich mich so drauf gefreut. Erstmal lesen, was ist geschrieben. Und die meisten, mit denen ich zocken möchte, haben Angst nicht vom Spiel, sondern vor mir und meiner Spielweise. Wie bist du denn drauf, dass jemand vor dir Angst hat und vor welcher Spielweise soll man denn Angst haben? Da kann ich mir nichts so drunter vorstellen. So, in der Zeit verknüpfen wir schon mal hier unsere Fakten.
Damit wir auch schön hinterherkommen. Also, wir haben ein paar Lunchboxen gefunden. In Watery. Outside Watery, ja. Und genau. Sehr gut. Dann haben wir Cult Stash, das haben wir auch gefunden, genau. Da, Watery Area, ja. The Fountain Near the Ferris Wheel in Coffee World. War auch hier, genau. Das auch. Und das auch. Sehr gut. Dann haben wir noch die Nursery Rhymes. Da sind wir eigentlich auch ziemlich gut dabei. Da haben wir einmal ein paar Figuren. A Deer and the Muse. Und in Watery haben wir die Rhymes gefunden. Zack. Sehr schön. Cult of a Tree, was hatten wir da? Not found in Code Station Menschen in MT, ja genau. Ich glaube halt klar ist, dass Mulligan Thornton sind. Und das überlegt Saga auch. MT could stand for Mulligan Thornton, genau. Fact versus Fiction. Claims he's my grand uncle and the Tor is my grandfather. My life in Watery, da. Ne? Which parts are forged, which are real? Ach, hier. Connection to Tor and Odin. Und Mom never talked about her family. Passt auch. Nun, ich sammle Achievements, zumindest die ich erreichen kann oder weiß, dass ich sie schaffe. Und das ist dann meistens, den meisten, die ich kenne, dann schon zu viel. Also ich und mein Kumpel sind total so, dass wir dann zum Beispiel, da müssen wir sich, glaube ich, einfach die richtigen Leute zum Zocken suchen. Oder klar machen, warum das cool ist. Also ich und mein Kumpel, wir versuchen halt wirklich alle Ecken und Enden sofort alles einzusammeln. Also mein Kumpel hat mich, das habe ich vorhin schon so ein bisschen gezeigt, dass mein Kumpel mich auf viele Verstecke von manchen Sachen noch gebracht hat, weil der dann die plötzlich gefunden hat und ich hätte da gar nicht nachgeguckt und sowas. Also da kommt es dann, glaube ich, stark drauf an, mit wem man dann spielt. I need to open the safe. Ja, das haben wir jetzt schon geklärt, deswegen können wir das skippen. Das wäre dann nur eine weitere Hilfe gewesen. Aber das haben wir so schon hinbekommen. Ist halt auch super, dass man nicht gezwungen ist, diese Sachen hier zu machen. Das ist ziemlich geil. Apropos gezwungen sein, ich muss mal ganz kurz mein Fenster wieder zumachen. Hier wird es ziemlich kalt gerade. Uppa. So. Ich probiere auch abseits meiner gewohnten Spielweise neue Wege aus, um Kapitel, Level oder ähnliches zu lösen. Ja, genau. Aber es ist doch normal, so spielt man doch Spiele. Ich mag das immer nicht, wenn die Leute so durchrushen wollen. Das ist nämlich ganz witzig. Wie gesagt, meine Schwester und ihr Mann spielen halt auch über meinen Account gerade Alan Wake 2 und sind ziemlich hyped. Und als ich dann vorhin bin ich an der Stelle vorbeigekommen, wo sie ungefähr aufgehört haben. Das kann man an der Spielzeit und an dem Kapitel ja immer gut sehen. Und die sind 2,5 Stunden früher da angekommen, wo ich war, als ich, obwohl ich ja das Spiel jetzt schon kenne und sofort auf dem Weg alles einsammeln konnte und ich habe jetzt keine Zeit verschwendet. Beim ersten Mal spielen mit meinem Kumpel haben wir viel länger gebraucht, weil man sich dann die Zeit genommen hat, auch in allen Ecken und so genau zu gucken, ob man noch nichts übersehen hat und sowas. Und da war ich auch überrascht, weil ich dann dachte so, okay, guck mal hier, das macht sie jetzt automatisch, weil wir es schon gelöst haben.
Und da dachte ich mir auch so, wie können die denn 2,5 Stunden eher da ankommen? Da müssen die an allem vorbeigerannt und durchgerusht sein. Aber da ich ihren Ehemann kenne und der sonst eigentlich nur so sehr straighte, so Action-Shooter spielt, kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, dass sie einfach nur an allem so vorbeigerannt sind. Weil, so, wie gesagt, ich bin da so schnell durchgekommen, weil ich genau wusste, was ich tue. Also beim ersten Mal struggelt man auch immer ab und zu ein bisschen. Your name is Anderson? Same as you, kiddo. Tor Anderson, Odin Anderson, the old gods of Asgard. That's our band. You are Saga Anderson, goddammit. A Viking goddess. I like the sound of that. Tor, Odin, Saga. All Norse-inspired. Plus the same last name. A coincidence? Did the horror story change their names to match mine? So, do you know where the Anderson trailer is? Right behind us. We've been looking after it since you left. Uh-huh. Thanks for your help. Anytime, kiddo. It looks like you two have had a bit too much fun. She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Our little Saga all grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The famous Anderson moonshine. Oh, the nectar of the gods. You want some? No thanks. Ja, wir wissen ja, was für einen Effekt der Anderson Moonshine haben kann. Das ist tatsächlich gar nicht mal so blöd. Have you seen any strange people in deer masks? I haven't drunk enough for that yet. See all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just one eye. Okay, never mind. Apropos Down the Bottle, ich trinke mal kurz Wasser. Oh, fucking hell. What time is it? Gotta head back to the bus soon, brother. The Rusky is itching to leave us behind every chance he gets. We got time. Blum wants to stay on our good side. Jetzt weiß ich auch, wen sie meinen mit dem Russen, der sie zurücklässt, weil ich habe vorher halt, beim ersten Mal habe ich halt gar nicht mit dem Busfahrer gesprochen. Das meinte ich ja vorhin, dass ich gar nicht wusste, dass man mit ihm reden kann. You can overcome adversity and achieve your goals. Bam. Boah, 7 Stück. Dass wir jetzt immer so viele kriegen, finde ich mega. Kann ich mich ja fast schon wieder upgraden, oder? Ah, nee, okay. Jetzt hatten wir ja gerade erst was ausgegeben. Genau. Alles klar. Die Kiste habe ich zum Beispiel auch erst sehr spät gefunden, die da hinten in der Ecke war. Weil es sind immer so Wege, die sind so offensichtlich, dass man immer denkt, ja, ich sehe ja, dass da nichts ist. Aber es stimmt ja nicht. Oh ja, geil. Incredibly attractive martial arts master. It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're chopping the prices on all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club. Winners of the last year's trophy for Best Deerfest float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your Scenaria. Our floats will punch up any special occasion. But why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. I was at Deerfest last year. The floats were pretty good. One of them was a swan. And that was the people liked it.
And there you have it. Award-winning floats now at reduced prices that will knock you off your feet. Order yours today. All what you ask for. Ah, die beiden sind so geil. Ich liebe einfach, dass Remedy es immer so gut hinkriegt, diese Mischung aus tiefgründigen philosophischen Stories, dann immer das Genre, was sie auch bedienen wollen, sei es Sci-Fi, Action, Mystery, Thriller, jetzt in diesem Fall ein Horror-Game und sowas, und dann auch noch dieser Humor und sowas, das ist der Hammer. Und die kriegen das aber so mühelos hin. So das eine schließen die das andere aus. Du respektierst, dass dein Freund nicht mit dir zocken möchte, das ist aber auch albern. Also nicht das zu respektieren, sondern da so engstirnig zu sein. Das Ding ist halt, bei sowas tue ich mich immer schwer und meine Freunde witzigerweise auch, weil wir kennen das alle gar nicht, dass man bei so Meinungen und so Sachen immer sofort so engstirnig ist. Also dass man da immer sagt, ja, der hat gesagt, das ist so und dann ist das halt auch so und der lässt sich da auch zu nichts überreden. Das gibt's bei mir in meinem Freundes- und Bekanntenkreis überhaupt gar nicht. Also man spricht da in Ruhe über etwas oder sowas und entweder einigt man sich drauf oder halt nicht, aber wenigstens kann man es ja mal ausprobieren oder sowas. Und wie gesagt, ein Spiel so zu spielen, dass man auch versucht, alles zu finden und nicht irgendwie die Hälfte links liegen zu lassen und durchzurushen. Ich meine, ich verstehe nicht, wie spielt man denn dann privat so ein Spiel? Ah, Terry. Oh, jetzt kommt er wieder mit Wendy Davis. Das ist halt spannend, ne? Weil die Frage, die man sich stellt, ist halt, ist der Typ jetzt einfach mittlerweile, es ist Pat Main, ne? Der ist ja jetzt, wie gesagt, nochmal 13 Jahre älter als im ersten Teil, wo er schon alt war. Ist er jetzt einfach senil? Oder ist er einer der wenigen, der quasi wo es keinen Effekt hat, dass die Story sich ändert? Weil der Pat, der ist jetzt selber unsicher, ne? Der ist so komisch, ich habe das irgendwie anders im Kopf. Wendy Davis war doch gerade erst bei mir, wie kann das sein, ne? Und entweder ist der arme Kerl einfach senil, oder das ist halt wirklich die Story, die sich geändert hat. Naja, das meine ich ja, natürlich hast du mit dem gesprochen. Ich meine ja die andere Person, also ich meine ja deinen Kumpel in dem Fall, dass ich es albern finde, dass man da sagt so, ja, das ist halt meine Meinung, dann ist das halt so. Und man das dann nicht mal versucht scheinbar und sowas und sagt, hey, vielleicht lasse ich mich einfach mal drauf ein. Vielleicht muss man auch einfach mal selber geduldig sein oder sowas, ne? Oder wenn man sich beim Spielen abwechselt, dann kann er ja auch gern durchrennen, wenn er möchte und sowas. Und dann holt man sich selber später nochmal den ganzen Kram und sammelt den ein. Oder irgendwie sowas. Aber das Problem ist halt weniger,
dass man sich da zwingend auf was einigen muss, sondern dass es einfach für einen selber, jetzt in diesem Fall für dich, einfach unnötig anstrengend ist, sich das zu geben. Ne, dass man dann sagen muss, oh, jetzt muss ich mit dem dann darüber diskutieren, damit wir dann irgendwie Spaß haben können. Ist ja auch albern. Ich habe auch einen Kumpel, ist eigentlich einer meiner besten Freunde, aber wir sehen uns eigentlich immer nur so einmal im Jahr, normalerweise an meinem Geburtstag. Dieses Jahr ist es noch nicht dazu gekommen, weil ich dieses Jahr dass irgendwie wir so viel zu tun hatten und so viel anderen Kram vor, dass das dann nie geklappt hat, dass alle mal Zeit hatten, sich für einen Geburtstag zu treffen. Deswegen habe ich jetzt so viele verschiedene Treffen gehabt, sozusagen mit Freunden. Und mit dem muss ich eigentlich noch was machen dieses Jahr. Und dann sehen wir uns nur einmal im Jahr. Was bei meinem Kumpel aber immer komisch ist, dass das war früher auch schon so, als wir noch gemeinsam in der Realschule waren, dann ist, dass der irgendwie so eine ganz komische Meinung hat, was es angeht, einfach zusammen abzuhängen. Also der findet das einfach, also das war immer so komisch. Also früher in der Realschule war es schon so, dass, wie sagt man, dann habe ich am Wochenende hat man halt gefragt, ne, so, hey, Samstag oder Sonntag, wollen wir da mal abhängen? Und meistens kam immer so, nö, keine Lust und so, man so, keine Lust, okay, dann dieses Wochenende nicht. Und das nächste Wochenende drauf, also man wartet schon eine Woche und man sieht sich ja jeden Tag in der Schule. Und dann war wieder so, nee, keine Lust. Ich so, ach komm. Und so ist wenigstens einmal an einem Samstag und Sonntag können wir doch mal abhängen und sowas. Ne? Wir haben doch immer Spaß. Und was bei meinem Kumpel mal witzig war, dass der wie so eine Art Kurzzeitgedächtnis hatte, was das anging. Das heißt, das wirkte halt immer so, er hatte immer keinen Bock, was zu machen. Aber wenn man dann da war, hatte er so viel Spaß, dass er plötzlich immer wollte, ach, bleib doch noch über Nacht, bleib doch noch bis morgen. Ach, lass doch da am Montag gemeinsam zur Schule gehen. Und so was, er merkte der immer wieder und wieder und wieder, ne, wie so eine Eintagsfliege, merkte dann wieder so, ach, das macht ja eigentlich mega Fun, wenn man dann erstmal da angekommen ist, also wenn man quasi erstmal gesagt hat, Digga, lass uns bitte mal einmal zusammen abhängen und sowas. Ich komme extra schon zu dir, weil du zu faul bist, dein Haus zu verlassen und sowas. Ne, dann lass doch mal was machen. Und das war dann immer das Lustige. Und dann aber es hat sich komischerweise bis heute gehalten. Ne, jetzt irgendwie fast 10 Jahre später, nee, sogar schon über 10 Jahre später, ist es immer noch, dass ich den einmal im Jahr sehe, an meinem Geburtstag, weil er merkt, okay, Geburtstag, das ist halt was Wichtiges, da kommt er dann auch, da hat er kein Problem mit. Aber den Rest des Jahres, ne, könntest du den ständig fragen, irgendwie so, hey, wollen wir was machen, wollen wir einfach mal was essen gehen, mal rausgehen, wollen wir mal zusammen abhängen oder was weiß ich, oder einen Film gucken oder keine Ahnung und sowas, ne. Und er müsste man den quasi so zwanghaft überreden. Und irgendwann über die Jahre hatte ich da einfach gar keinen Bock mehr drauf und sowas. Und in den letzten so über 10 Jahren hat er sich einmal von sich aus gemeldet. Da hatte ich mich auch gefreut. Hat er ein einziges Mal mich mal angerufen aus dem Nichts, weil ich dann schon aufgegeben hatte. Ich war so, ich habe keinen Bock mehr, da immer hinterher zu sein. Wieso bin ich immer derjenige, der sich um sowas kümmert? Ich weiß ja, dass es Spaß macht. Warum dann nicht abhängen, wenn man befreundet ist? Und dann hat er einmal angerufen und ist dann sogar zu mir zu Besuch gekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann dachte ich, vielleicht ist das jetzt ein Umschwung. Vielleicht wird das jetzt in Zukunft öfter passieren. Na, war natürlich nicht so. Also jetzt habe ich ihn auch schon wieder über ein Jahr nicht gesehen. Und das ist jedes Mal selber. Also wenn ich den jetzt anrufen und fragen würde oder in WhatsApp schreiben würde, was weiß ich, und schreiben würde irgendwie so, hey, Bock vielleicht nächstes Wochenende, jetzt wäre zu kurzfristig für den, das weiß ich, irgendwie nächsten Samstag was zu machen oder sowas, ne? Der würde halt entweder direkt nicht zusagen oder keine Ahnung, dann wartest du eine Woche und dann würde der nächsten Samstag, müsste man ihn dann wieder überreden und weil ich auf sowas überhaupt keinen Bock habe, weil ich sowas total albern finde und ich mir denke, hey, wenn man befreundet ist und möchte mit der Person abhängen, dann muss man da auch mal selber was für machen, weil ich bin immer derjenige gewesen, der früher immer seine Freunde, also ich bin immer hinterher gewesen, ich habe immer alles organisiert und gesagt, hey, lass uns alle mal was machen und meine besten Freunde, die melden sich von selber. Da weiß ich immer, da muss ich mich um nichts kümmern. Da ruft dann plötzlich jemand an oder ich kriege eine Nachricht und so. Aber das ist der eine Kumpel, mit dem ich mich eigentlich immer verstehe. Das ist immer lustig, weil das Witzige ist, dieses Feeling. Das kennst du vielleicht auch. Dann sieht man sich ein Jahr lang nicht. Aber wenn man sich dann sieht, dann ist das Feeling so, als hätte man sich quasi, es wäre gar nicht ein Jahr vergangen. Also es wäre es so wie früher in der Schule, wo man sich jeden Tag gesehen hat. Es wäre so alles wie immer. Man hat doch gar nicht das Gefühl, dass man sich groß irgendwas erzählen muss oder sowas. Es ist total ein interessantes psychologisches Phänomen. Und ich weiß nicht, was das bei ihm ist, dass er immer wieder so bei Null anfängt und immer wieder sagt, ach nö, kein Bock und nicht selber mal von sich aus merkt, ach eigentlich war das doch eigentlich immer ganz geil, mit meinem Kumpel abzuhängen und sowas. Aber naja,
stimmt. Aber wie gesagt, da muss man das für sich selbst entscheiden. Da musst du einfach für dich gucken, ne? Wenn dein Kumpel so anstrengend ist und du sagst, ich habe ja keinen Bock, mit dem da irgendwie drüber zu labern und sowas, dann muss er das auch nicht machen. Und ich mache das genauso. Aber wie gesagt, ich habe halt wenigstens 2, 3 andere Freunde, wenn ich weiß, mit denen kann ich das machen. Deswegen sage ich ja, man muss dann manchmal einfach gucken, ob man dann nicht vielleicht noch andere Leute trifft oder findet oder andere Freunde hat, mit denen man solche Aktivitäten besser teilen kann. Ist meine Meinung dazu. Dear Mom, as I promised, I'm writing to you now that we've settled in. We're doing great and busy as ever, the big city. Jim's working hard and landed a promotion. We're going to celebrate by going to a hot new restaurant that Connie recommended. Laura's doing well in school. She'll have a pick of any college with the grades she's been getting. So proud of my little girl. I've been busy making our apartment into a home, training staff, plus shopping for furniture. Who knew finding a decent chaise lounge would be so hard? All going well, don't you worry about us. Hope all is well with you too. Love, Megan. Big City. So, was haben wir hier? Da. Nice. Okay, haben wir dann soweit es? Ah, genau, hier kommen wir erst später hin. Ich habe aufgehört, ihn zu fragen und ja, zurzeit zocke ich alleine oder mit meiner Nichte. Und wenn es sich ergibt, mit jemandem mal zu zocken, auch gut. Ja, genau. Da muss man einfach gechillt bleiben, dann. Mit manchen Leuten geht's, mit anderen eben nicht. Wie alt ist denn deine Nichte und was zockt denn dann zusammen? Zack. Nichts. Oh. So. Jetzt werde ich lachen. Die ist ja wahrscheinlich älter als ich, oder was? Resident Evil 6. Ja, siehst du, da lache ich. Reeks of booze. Ja gut, das ist halt Trash, ne? Also, das kann natürlich auch Spaß machen, aber mir ist es halt anstrengend, wenn es halt ein bisschen zu blöd wird irgendwann. Aber naja, gut, man kann das Resident Evil 6 natürlich easy spielen. Ich meine, das ist meistens eh gescriptet und so. Und wie alt ist die Kleine? Ja gut, die muss ja alt genug sein, dass sie das spielen darf, nicht Mann. Oder bist du so ein cooler Onkel, der dann sagt, ach komm, 7 Jahre alt, reicht. Murder at the Manor House, an architectural mystery by Margaret Formo. A pun book from Ilmo. Are we close in the story? That might explain some of his behavior. Das wird auch witzig hier. The Plot Chickens by Reese Watts. Excellent puns for the comedy hen in your life. Und dann hat Ilmo drauf geschrieben, because I know you love a good pun. Wir wissen ja, dass Saga immer sehr auf schlechte Wortwitze steht. Did I leave the Bureau in this fictional reality? Agent Anderson, our deepest condolences for your loss. The Bureau knows it's an incredibly hard time for you. I personally can assure you we are committed to your well-being and will allow the time needed for your recovery from this tragedy. The FBI is here for you. We'll be ready to welcome you back to work as soon as you're ready. You could really use that insightful mind of yours, so we hope to see you back in our ranks soon. Warm regards, Supervisory Special Agent Stacy Marrow. Und Criminal Justice, a critical look at a broken system. Bei R. Moreau. Zack. Fact versus Fiction. Connected to an Odin, Logan's part in the story, My Life in Watery. Letters from Agent Marrow asking me to come back to work.
Nur weil es um mein Alter geht, kein Problem. Da es meine Nichte ist, möchte ich nur so viel sagen, sie ist alt genug und ich habe ihr das Zocken beigebracht. Das ist gut. Das mit dem Zocken beibringen, gerade bei Mädels, witzigerweise, das kenne ich auch. Also immer, wenn ich irgendwelche Freundinnen habe und dann möchte ich denen solche Spiele zeigen wie sowas hier, wobei das hier ist auch für manche, ist auch für meine männlichen Kollegen zum Teil echt hart. Aber ich sag mal, ähnliche Spiele, ne, wie Alan Wake 1 dann zum Beispiel oder ähnliches, da ist es immer witzig, dass Mädels, also man möchte ja aber nicht diese Klischees bedienen, aber ich habe halt bisher noch kein einziges Mädchen kennengelernt, mit dem ich da mal gezockt habe, wo die dann das irgendwie drauf hatten. Man muss denen immer beibringen, Hand-Augen-Koordination, wie man WASD läuft und mit der Maus sich umguckt. Da fing es schon an mit den Basics. Da dachte man so, das kann doch nicht wahr sein. Und immer nur so, ich habe nur Super Mario Galaxy auf der Wii gespielt. Das war so, das kann doch nicht wahr sein. So jedes Mal. Ich kenne bestimmt 5 oder 6 Mädels, die alle so keine Ahnung haben, wie man einfach mal so straight einfach ein Videospiel zockt. Addressed to me. From years ago. Wake was right. The horror story is changing reality, not just people's memories. Washington Power, make check payable to Washington Power. Genau, das sind ja alles so Stromrechnungen für Saga. This card has Mom's handwriting. A little bird told me that it's your birthday, so be sure to give yourself some special treatment. I love you, Logan, Grandma F. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Too personal. Hier haben wir the White Level Pacific Northwest bei Konichiu. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Sanna Nordlund, Nordic Tales and Folklore. The Kind Stranger, The Very Old House, The Ribbon-Hearted Girl. Logan's Junior Agent Certificate. So cute. Das ist halt wirklich süß. Junior Federal Agent. Congratulations to the Bureau's newest recruit Logan Anderson. You have successfully completed Junior Agent Training. 15. August 2018. Sehr geil. Sie ist schon seit ein paar Jahren so gut wie ich und das freut mich. Ja, das ist geil. Meine Ex-Freundin hatte ich auch so weit. Also die war nämlich, meine Ex-Freundin war dasselbe Problem, was ich gerade beschrieben habe. Das war auch wieder so ein Mädel, wo es so war, so, ja, ich kenne nur Super Mario und was weiß ich und sonst zockt sie halt nix. Oder bevor sie mich kannte. Und ich habe ihr dann halt, ne, Alan Wake, Max Payne, Prince of Persia und all diese Spiele gezeigt. Also alles, was ich halt so geil finde. Und dann haben wir quasi so einen Videospielkurs, habe ich das genannt, gemacht, weil ich war dann so, wenn du Lust hast, kann ich dir beibringen, wie man solche Games zockt, weil sie natürlich dann immer schnell aufgegeben hat früher und deswegen dachte, das wäre nichts für sie, aber sie die Sachen eigentlich cool fand. Und dann haben wir als erstes, was war die erste Lesson, war Harry Potter und der Stein der Weisen für PC, weil das so diese ganz basic Steuerung ist wie in dem Game hier, ne? So basic mit Maus und umgucken, mit Tastatur laufen, klettern und allem sehr easy. Und parallel haben wir Prince of Persia Sands of Time gespielt, was halt auch nicht unbedingt einsteigerfreundlich ist, aber halt, das ist halt wieder so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig mit ein bisschen Kämpfen und Rätseln, dass man da auch relativ gut reinkommt. Und das hat sie dann ganz gut hinbekommen. Dann habe ich danach ihr dann Harry Potter die Kammer des Schreckens hingelegt. Das fand sie dann schon öde zu spielen, weil sie dann schon so mega gut war. Da war ich total stolz. Und dann hat sie, was hat sie dann gespielt? Control wollte sie dann unbedingt spielen. Und das hat sie alleine, ich habe ihr nicht geholfen. Ich habe ihr dann manchmal nur so Tipps gegeben, so, versuch mal dies und das, wenn sie im Kampf nicht weitergekommen ist oder so. Aber das hat sie komplett alleine, hat sie Control selber durchgezockt. Und bevor wir uns dann getrennt hatten, hatte sie gerade Max Payne 1 angefangen. Und ich meine, Max Payne ist wirklich hart. Also das ist ja echt nicht easy. Und das hat sie angefangen und die ersten paar Kapitel hat sie sogar relativ gut, also so wie man das halt spielt. Man stirbt ja 100 Mal in einem Game und muss immer schnell speichern und Bullet Time benutzen. Anders geht's ja gar nicht. Aber das hat sie relativ gut hinbekommen. Hatte dann langsam auch richtig Bock. Und dann hatte sie Fallout. Ich weiß nicht mehr, ob 3 oder nur Vegas, aber ein Fallout-Spiel angefangen. Das hat ihr auch gefallen. Also irgendwann war man so in diesem Flow, wo man gemerkt hat, ach, jetzt hat sie da langsam Bock drauf. Aber seit wir nicht mehr zusammen sind, was jetzt schon über 2 Jahre her ist, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch sowas spielt oder ob sie dann wieder aufgehört hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie Alan Wake, also sie liebt Alan Wake, so genau wie ich. Oder damals, als wir es gespielt haben, fand sie es auf jeden Fall richtig geil. Und war auch ein Riesenfan.
Und hat mit mir und meinem Kumpel zusammen dann darüber gefachsimpelt und philosophiert und was das wohl bedeutet und wie es wohl weitergeht und so. Und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt mittlerweile selber Interesse hat oder Teil 2 jetzt selber mal gespielt hat oder wie auch immer. Hätte ich gern noch gewusst. Aber andererseits denke ich mir auch, ja gut. Ne, die macht jetzt ihr Ding, ich mach mein Ding, alles gut. Bon. Logan used to love her music. Born, ob das eine Referenz an irgendeinen Popstar ist. Ich kenne leider zu wenig. Das heißt leider. Coolerweise kenne ich sehr wenig moderne Popstars. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, was eine Referenz ist. Genau, da links haben wir Thor und Odin. Rechts haben wir Coffee World offensichtlich. Und in der Mitte haben wir dann Logan und wahrscheinlich ihren Dad. Guck mal, da haben wir so ein Bild. Guck mal, das wirst du und deine Nichte. Das ist nämlich Logan und ihr Dad David, die dann zusammen irgendwelche Horror-Games zocken oder sowas scheinbar. Voll süß. Here, old gods of Asgard. To Logan, keep on shining, little rockstar. Your proud great-granddad, a great-grand-uncle. Das sind die alten Männer, die wir gerade getroffen haben. Das sind sie ja. Die echte Band. Night Springs. Neue Staffel rausgekommen. Sehr geil. So, bevor wir das da lesen, setze ich schon mal den Kram zusammen. Und zwar Logans Part in the Story. Da. Also die Sachen, die sie mag und alles, das scheint alles real zu sein. Beziehungsweise das passt halt zu dem, was wir schon über sie wissen. Das ist wir? Ne. Ja, okay, ist auch zu Logan, alles klar. Dann haben wir, so, das ist aber jetzt für die Mom, die Rechnungen und Children's Books von Logan. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carnival Knights. That's the motorcycle club the Costello brothers are in. I'll take Odin and Thor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! Mulligan mit einer Kultmaske. Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Thornton too? God damn it. And now they're all taken? Und das Spannende ist, die greifen uns nicht an, sondern scheinen uns irgendwo hinführen zu wollen. Wow.
line about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Pastrami sandwich! This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Okay, dann gucken wir erstmal vorsichtig. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. So, checken wir erstmal deren Mails. Natürlich von unten nach oben. Stash the stashes. Hello, I've seen some of your places stashes in the open. Please don't do that, you rascals. Das ist halt Ilmo, ne? Ilmo Koskala. Stop it! This is your final warning to stop taking the object of power, wir wissen ja schon, was ein OOP ist durch Control, out of the assembly hall. You want to get drunk in the workshop? Fine, but the object of power is for ritual use only. You idiots are worse than my kids. Das ist ja der Unterschied zwischen Ilmo. Ne? Ilmo ist ja der freundliche Bruder, der ist dann direkt so, ach, ja, Raka. Und Jako, der andere, ist ein bisschen ungeduldig, ist schon so, hört auf. Hi, Onkel Ilmo. Hope you're well. Charlene and I still haven't received your paychecks from last month's Coffee World promo work. Are you sure you sent them? Could you double check? Maybe they slipped through the cracks. Also, Charlene wanted me to tell you that her suit still smells weird. Das sind, glaube ich, diese Thermoskannen-Anzüge, die wir in der Stadt zwischendurch gesehen haben, wo Leute drin angezogen waren. The Deerfest floats are eating up our space. Try to keep things neat and tidy around the workshop, okay? I can't find my tools. I can't even find my left hand, even though it's attached to me. But I will find my boot up someone's ass if you keep making a mess. Ilmo. Ja, da wird er langsam auch ein bisschen ungeduldig. Hello, fellas. I suggest we start a regular sauna night now that the old place is working again. What's the best time for it? How about a classic Saturday night session? I'll bring the sausages and mustard, but bring your own beer. Ilmo. Not everyone enjoys frying themselves to death, Ilmo. And who would pick mustard over ketchup, Fred? Ilmo, ignore Fred. He doesn't have what it takes. And he's wrong about ketchup too. It's obviously chili mayo or nothing, Marv. Thanks everyone for your valuable input. I'm assuming that means Saturday and sauna night is on. Sauna is good for your body and good for the soul. You may not like it, but it likes you. And all condiments are welcome, of course, Ilmo. Hey Ilmo, I can't find the new door lock combination. Look inside the smiley coffee cup doesn't help me. Jako. Ja, aber uns hilft das tatsächlich, weil wir nicht auf den Kopf gefallen sind. Ich muss immer sagen, diese großen Stücke so Fake-Kuchen, die sehen halt echt gut aus. Ich bin dann immer sofort so, zum Glück habe ich hier Snacks stehen, sonst wäre ich jetzt total ungeduldig, die ganze Zeit irgendwas zu snacken. Oh, was haben wir da? Pfeile. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Ein armer Hirsch. So, hast du verdient, mein Kleiner. Ich habe auch immer Mitleid mit den armen Tierchen. Okay. Wir gucken jetzt gleich mal in den lächelnden Coffee Cup. Aber nicht in den. Sondern in den. Und dann sehen wir die Sanduhr. Da sehen wir dieses, okay, links hoch, rechts runter. Und da ist oben unten. Okay, das versuche ich mir jetzt zu merken.
erste war Sanduhr, ne? Das war das unterste. Dann war links hoch, ja. Und dann war oben unten das. Okay, Reihenfolge anders. Dann ist erst das, weil das oben war. Und dann Sanduhr. Yes! Ah, geil. Okay. This is the cult's hideout. Their headquarters even? Das sind die ganzen Masken und alles. Das saven wir gleich, nachdem wir alles eingesammelt haben. Denn jetzt wird spannend. Das ist nämlich jetzt ein großes Reveal in dem Game, was mit diesem Kult, was damit mit denen auf sich hat. This is one weird cult. We are the cult of a tree. We watch in the night. I see it now. This is our mission. Make the woods scary again. It's a tree, a spruce tree. Keep them out. Keep them safe. Together we are a forest. Cult of a tree. Das Spannende ist, dass das Symbol vom Cult of a Tree basiert auf dem Symbol von dem Federal Bureau of Control. Die haben halt diese ganzen Akten gefunden vom FBC. Und aufgrund dieser Pyramide haben sie dann dieses Baumsymbol dann draus gestackt. Das finde ich spannend. Rose. She's that waitress from the diner. Genau, Rose Marigold Observations. Also Rose wurde scheinbar von dem Kult oder vom FBC überwacht. 6:30 morgens, leaves home in car, arrives at Odia Diner, opens restaurant, spills a cup of coffee, stares at coffee puddle and seems suddenly delighted, begins talking animatedly to the puddle. Observer not in diner did not hear her. Irgendwann um 11:30 macht sie eine Pause, back from break, ate a sandwich and wrote in a notebook, couldn't see text. Stares at ceiling fan for approximately 50 seconds, smiling. Leaves Odia Diner on foot. Stops at pier and writes a notebook, stares at Klaus and becomes upset, shaking her head and speaking up at the sky, not close enough to hear. Leaves pier, arrives at car, enters, arrives home, watches TV. Cooks dinner, macaroni and cheese, watches TV while eating. Irgendwann um 9:30, goes to bed, reads The Sudden Stop, turns off light. Ja, das klingt nach einem normalen Tag für Rose. Observation report, subject the Cult of a Tree. Intermittent surveillance of a paracriminal group known as the Cult of a Tree shows that the operation is limited to a small area of Washington state. The group is reported to be made up of dedicated individuals equipped with only common tools. Overall level of organization is low. Overall comprehension of redacted, also was heißt durchgestrichen, is low. Our assessment yielded at category orange risk status. Further inquiry should be made as to the exact details and sources of their knowledge regarding paranatural elements. Investigation unit recommends that Cult of a Tree be kept under permanent surveillance, with preparations made for a group's arrest and seizure of assets. See file number for full report and recommended action. Summary and full report to be forwarded to Dr. Marmont and Dr. Marmont. Das ist ein Ehepaar, deswegen heißen die beide gleich. At the Cordon Lake Research Site, as both operate in a shared area. Addendum, recommended action downgraded to continued intermittent surveillance, no rest due to prioritization of resources. Okay, die haben einfach nicht genug Leute, um den ganzen Kult festzunehmen. Deswegen haben sie es bis jetzt noch nicht gemacht, aber sie sind sich einig, die wirken komisch und gefährlich. Und dann hat der Kult hier so eine Notiz drauf gescribbelt. You are right, these sneaky fuckers are watching us and our level of organization is fine. They don't know what the fuck we're talking about. Wir haben ja schon mitbekommen, dass sie nicht so gut organisiert sind. Ja, da können wir auf Logan Anderson. Achso, das ist dann Logans Part in the Story. No, that is not going on the board. Das ist auch geil. Sie hat einfach das durchgekritzelt, noch mal drüber gelegt. Logan is not dead, weil sie das einfach nicht wahrhaben will. Das ist so cool. Es ist alles immer character-driven. Das ist so herrlich. The photo proved the cult had the clicker. Tor and Odin were in it too. Worth following up on later. Genau. E-Mail says Object of Power. Und this is in the same garage from the photo. So, dann erstmal Cult of a Tree. Das kommt zu Cult Symbols.
Drug-fueled scribbles on the origin of a cold triangle symbol. Zack. Und Photo of Tor and Odin with cultists. Ne, who's involved? Maybe Tor and Odin. Report on Rose Marigold found in HQ. Writing by Ritual, Nightingale. Cold Goal, Cold Ritual, what is it? Cold Psychology. Cold Goal? Ne. Achso, dann wahrscheinlich auch bei Involved. Aha. Was haben wir noch? The Story, genau. Logan's fictional room contains the actual mementos, genau. Das heißt... How to enter a dark place. How story changed reality. Da. Das haben wir noch nicht, alles klar. Und eine Lunchbox haben wir gefunden, genau. Und zwar in Watery. Sehr schön. There's a basement. So, hier haben wir noch ein paar Dokumente, die ganz interessant sind. That light switch you found washed up at the lake is not junk. It's fucking important. Trust me on this. From now on, whenever we catch a target, we're gonna cut out his heart, stick this thing inside and flick it. I know it sounds weird, but just trust me. It'll be like a ritual. This is gonna work. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. Jetzt haben wir eine komplette Map mit all den Cult Stashes, die uns noch fehlen. I've marked the map like you asked. That's all the stashes by our last count locked and loaded and ready to go. The Nightingale ritual wasn't completed. Everyone please read. I'm not trying to play the blame game, but we cannot let random tourists walk right into one of our rituals. We were stopped before we got to use the clicker. Hell, the lights weren't even set up yet. It's unacceptable. So let's look at the learnings. We need to be faster with our setups. We need to be 100% positive someone is on lookout duty. Communication, communication, communication. Slip-ups like this are why we have FBI agents snooping around, which is not great. I'm only being harsh about this because I know we can do better. The cult isn't well organized. People aren't following orders. To whoever has been sabotaging lake house equipment, stop it. If you're looking for ways to help the cult, this is not it. Unless bringing the feds down on us is what you consider helpful, in which case you can fuck right off. Stay away from the FBC, and if you see them poking around again, report it to the Grandmaster. This is the cult's process. Their ritual. The ritual for taking. Surround the target. Subdue them, use hammer or other blunt object. Restrain them, carve out their heart, recite the words, put the clicker into the chest, flick the switch 2 times to make sure it works. Remember floodlights on tripods. Dafür waren die Tripods, nicht für eine Kamera. We need to see what we're doing. Always work in pairs. Cult of a Tree. So. Code is not noting the steps of a code ritual. Code ritual hatten wir da. Ah ne, ist writing part of ritual. Code working for with someone. Code ritual, what is it? Ja doch, das ist das. Die Ecke ist schon richtig. Code is not about ritual being interrupted. Das kommt zu Nightingale, genau. Und Code is not admonishing members sabotaging FPC equipment. Code Psychology vielleicht? Ja. So, jetzt nehmen wir mit... Ah ja, hier ist der Fuse. I can use this to get the Espresso Express working. Genau, das hat uns ja noch gefehlt. Und einmal speichern. Zack. Und dann gehen wir doch erstmal runter in den Keller. A creepy basement. Shit. Hey! Freeze! That's the clicker.
They're playing with me. I was so close. The deputies. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Not a tree, a forest. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here. Oh, fuck. Like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside. Waiting. And a parade float is the key. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Atakan is upstairs. This was a trap. Okay. Zack. Da hat jemand umdekoriert, als wir unten waren. Komm, danach. Yes! Okay. Now where's that parade float? Zum Glück war ich darauf vorbereitet. So, aber leider... Ach nein, jetzt kann ich die Pfeile nicht aus ihm rausziehen. Oh, hier. Geil. Nice. Ist noch einer hier gelandet? Ne? Ich habe den ja schon getroffen, ne? Ja. Okay, geil. Sehr gut. So. Schon mal durchladen, das Ding. Die Gesundheit ist voll, ne? Ja, geil. Is this the parade float the page mentioned? The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. But it's incomplete. Genau, jetzt müssen wir das nächste Ritual erledigen. Und zwar dieses Parade Float muss jetzt darauf passen. This is one disturbing parade float. I don't hear any haunting laughter. Haunting laughter from the well?
Stabbing again and again. Mit einem That doesn't mean the Messerchen. arm's supposed to move. Der braucht offensichtlich How come one of them is wearing a mask and the other isn't? eine Maske. Dann brauchen wir... Genau, das kleine Messer brauchen wir Not auf jeden Fall. sure what Puko means, but it looks like the knife is missing. Das müsste es sein. Maske, Knife, Strom und das Lachen brauchen wir. So this is the Koskela Brothers parade float. Looks like only 4 pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. Gift shop. Easy. Genau, das ist Puko Espresso Knife. Express. Got it. Da finden wir es, deswegen müssen wir es auch zum Laufen bringen. I can't make out what it says. Wo die Maske ist, wissen wir leider nicht. Fair Trade Fun Zone. Und in der Fun Zone ist eine Kassette und das wissen wir ja schon. Da haben wir uns ja erschreckt von dem Lachen von dem Winke-Mannequin. Das können wir nicht benutzen. Sehr gut. Hier haben wir jetzt auch einen Shortcut direkt in den Park. Aber wir gucken uns erstmal hier auf deren Property um. Hier können wir auch so ein schönes Foto machen. Und da ist wieder so ein Häkelding. Das heißt, in der Nähe müsste ja eine Alex Casey Box sein. Wie gesagt, in der Nähe ist bei diesen Häkeldingern immer relativ. Das heißt ja nicht, dass es direkt um die Ecke sein muss. Da. Das ist nämlich schon wieder ein paar Meter weiter weg, als man denken würde. It must be so exciting to be the story's hero. Honestly, I'm a bit jealous. I wish I could be the protagonist of something. Aber jetzt kann ich doch wieder was. 15, ja, geil. Deals increased damage as enemies are stunned, blinded or knocked down. Das ist eigentlich ganz interessant, aber das habe ich bis jetzt auch gar nicht benutzt. Wenn du dann einen Bolt in den Gegner reinschießt, dann werden alle Kugeln, die du danach auf den Gegner abfeuerst, auf diese Stelle quasi magnetisch angezogen. Dann scheint man nicht unbedingt dann noch richtig auf die zielen zu müssen, sondern die fliegen einfach schon in den Gegner rein. Was vielleicht auch ganz cool sein kann. Oder pull the string. Hold the fire button to draw the crossbow further for increased damage in a straighter arc. Aber eigentlich fliegen die Bolts immer ziemlich gut, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es brauche. Vielleicht sparen wir lieber auf mehr Reload-Speed bei der abgesägten Schrotflinte, weil das dauert eigentlich recht lang. Another Headshot, das hatte ich am Anfang mal, das fand ich gar nicht so gut tatsächlich. Semi-Automatic Firing finde ich auch nicht so geil. Ach, weißt du was, ich nehme das. Ich probiere es mal aus. Had hit the Taken with the crossbow. She switched to her gun and kept firing at it. The bullets hit home, following a strange trajectory, as if the bolt had carved a track in the air for them, a magnetic pull for them to follow. Richtig geil. Ja, bin ich mal gespannt. Können wir bestimmt bei Bossfights oder so sehr gut ausprobieren. Oder generell einfach bei stärkeren Gegnern. Mal sehen, ob hier noch irgendwas ist. Nee, mein Freund, das verlierst du. Mayor Setter ist der Geilste.
And now all this business with the FBI? We need a mayor who can turn this town's reputation around. And nobody knows more about the role of mayor than I do. I played one in the theatrical production of Figaro. To glowing reviews by Coffee World magazine. Mayor Setter is a joke. And you know what? I hear he kills cats. There. Oh, wie kann er es wagen, Mayor Setters Name in den Dreck zu ziehen? I found my notes here, so why don't we pivot to some questions? First question, what exactly goes into that delicious beef jerky? Right, looks like these are my questions for Wendy Davis and Davis Family Beef Jerky. The only jerk I care about is Mayor Setter. Our future's at stake. Pets are being murdered. And it's time for a change. Jim Figamore for mayor. That concludes our program today. Oh, I actually have more. Jim Figamore and Pat Maine signing off. Nee, Jim Figamore hat keine Chance. Keine Chance, sage ich. Soll er lieber wieder schauspielen gehen, aber selbst das scheint er nicht so gut zu können. So. Los geht's. Also, wir können uns das jetzt wieder hier zusammensetzen. Wie viele von den Headköpfen müssen wir eigentlich noch streichen? 8 remaining. 8 remaining. Echt, wir haben nur 2 gefunden seit dem letzten Mal. Das ist ja krass. Ich dachte, wir hätten mehr entdeckt. Das kam mir so vor. Ach Quatsch. Ich wollte ja doch, genau. Coldest Room hidden beneath Ilmo's Motorcycle Club. Ja, genau. Es hat ja mit dem Ilmo zu tun. Ilmo und Jaco. Und ich drücke wieder die falsche Taste. Ich weiß nicht, warum ich mich irgendwie nicht dran gewöhnen kann. So. Trail of a Cult. Yep. Already got the answers to these. Yes! Oh, ist so befriedigend, wenn sie es macht. Oh, geil. So. Aber das machen wir jetzt, genau. Parade Float Needs. Einmal Sound. Dann einmal Strom. Buko. Okay. Das Messerchen, genau. Dann Saving the Knife, Stabbing, das gehört dazu. Hä? Achso, nee, das ist Strom. Wegen der Bewegung, genau. Should the characters be moving? Ja. Circuit Board Controls Arm Movement, genau. Dann Haunting Laughter, kommt zu Sound. Is missing a soundtrack? Genau, die Kassette. Dann die Maske, ist ein neuer Punkt, genau. Das Messer kommt dahin, das finden wir in dem Laden. The float killer used a knife. Und Muscal Masked. Imitating life? Wissen wir nicht wo. Aber Wearing a mask. Maybe he needs one. durch Profiling können wir drauf kommen. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Moose Skull mask is. Dann befragen wir die doch. The mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. Where is the mask? Go ahead and bleach it. We'll bow to him. The maw of the crumbling well. Show the bitch who's boss.
moose mask is at the Huatari Well in Coffee World. Das ist halt so spannend, weil es ist nämlich schon das zweite Mal, dass sie jetzt etwas einfach hat erscheinen lassen, weil es so in der Geschichte ist und sowas. Ne? Die Maske war jetzt gerade noch nicht an dem Well, aber jetzt hat sie es quasi geschehen lassen. Aber wie gesagt, über ihre Fähigkeit oder ob es eine Fähigkeit ist, werden wir noch was lernen. Where's the mask? Very responsible for the mask. Und Mulligan und Thornton haben es zum Well gebracht. I knew it would be. Das ist auch geil. Ich und mein Kumpel hatten dieselbe Reaction. Wir waren so, okay, einsammeln, steckt das jetzt in ihre Tasche, aber... Now I need to bring the mask to the float. Natürlich nicht. Aber das dachten wir beide. Mein Kumpel hatte auch, seine erste Reaktion war auch so, hä, steckt die das jetzt ein oder was? The moose skull goes here, obviously. Sehr gut, das haben wir dann schon mal. Das ist geklärt. Das ist mal schön, wenn alles blau wird. Und das dann geregelt ist. Super. So, dann holen wir uns jetzt die anderen Sachen. Hier ist schon Espresso Express, dann machen wir das doch direkt als erstes. Haben wir schon mal Strom. Das hat mein Kumpel jetzt direkt beim ersten Anlauf hinbekommen. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt auch so gut hinkriege. Das ist nämlich starten. Und im richtigen Moment wieder stoppen. Ich drücke jetzt einfach mal. Und schon verkackt. Mein Kumpel war wirklich, der wusste nicht, dass man das richtige Timing abwarten muss. Weil ich hatte das vor ihm mal gemacht und dann habe ich da so 3 Versuche gebraucht. Sondern er hat einfach gedrückt und nochmal gedrückt und dann war es direkt perfekt der Weg offen. Und ich meinte so zu ihm so, hä, das ist beim ersten Mal geschafft. Und er so, hör, ich muss aufs Timing achten. Naturtalent. Ich drücke jetzt einfach mal direkt. Und wenn das nicht klappt, dann versuche ich nochmal darauf zu achten. Auf das... Ah, knapp. 1, 2, 2 verfehlt. So, jetzt versuche ich mal zu gucken, wann die Lücke da ist. Jetzt auf der anderen Seite ist vielleicht. 1, 2, 3, 4. Nein, ist zu weit. Oh, aber nicht so weit. Dann lasse ich das ein bisschen weiter bis nach da kommen. Ah, es ist immer schon wieder genauso knapp. Okay, dann muss ich das später machen, also wenn es hier drüben ist. Jetzt. Ja, 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 stopp! Yes! Geil. Okay, also wenn es kurz davor ist, auf der Ebene zu sein, dann muss man drücken. Und das hier ist sogar eine kleine Referenz an den Hitchcock-Film Strangers on a Train. Da gibt es eine Szene, wo am Ende die Charaktere wohl dann auf so einem wild gewordenen Karussell sind. Und dann muss jemand unter dem Karussell drunter herkriechen, während das Ding völlig am Austicken ist und halb zusammenbricht. Und er muss direkt da drunter herkriechen, um das dann auszuschalten, weil dann hier drin nämlich das Circuitboard ist, genau wie hier. Und in dem Film war das ein echter Stunt. Also da meinte Hitchcock auch, dass er sowas nie wieder machen würde danach. Weil sie dann einfach jemanden bezahlt haben und gesagt haben, okay, du bist ein Stuntman, kletter einfach mal drunter. Und dann sieht man es halt im Film auch tatsächlich, dass das halt for real ist, dass der einmal beim Aufstehen sogar fast da so aneckt an so einem dieser Wagen. Also, nicht ohne. Jetzt ziehen wir halt die Sicherung raus, deswegen ist das jetzt hier am Austicken. Shit. Good thing no one was riding that. Aber zum Glück ist das jetzt hier nicht ganz so gefährlich. So. Aber vielleicht lieber auf Abstand. The killing of Monica Thompson was a terrible mistake. Thornton blamed Mulligan's itchy trigger finger. Mulligan blamed Thornton's shitty pastrami sandwich. They only agreed it wasn't their fault. No one will find her corpse. We'll hide it. They fed the body to the maw of a crumbling well, like the murderous Huatari brothers did long ago.
They lied to everyone. The word would never get out. But a secret like this doesn't die. It grew inside them, like cancer. The darkness taking over, filling the shape of them. Wie hieß die Frau nochmal? Monica Thompson, okay. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Ne? Da haben wir schon wieder so einen Beweis dafür, ne? Dass dann die Dunkelheit sich die ausgesucht hat in dem Moment, wo es ihnen am schlechtesten ging. Nämlich offensichtlich, nachdem sie aus Versehen einen Mord begangen haben. Wahrscheinlich dachten sie, es wäre eine Besessene und haben eine Unschuldige getötet. Und dieses Schuldgefühl hat an denen genagt, bis die Dunkelheit sich dann bei ihnen so einnisten konnte. Wie so ein Parasit. Was die Dunkelheit ja mehr oder minder ist. So, ich hole erstmal das Puko-Knife, weil ich auf jeden Fall weiß, wo das ist. I guess a toy knife will do. Da haben wir ja schon den Zettel gelesen, dass viele Kinder sich schon das Auge ausgestochen haben mit so einem Ding. Passt. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Es ist halt wieder wie bei Alan Wake 1, dass man sich manchmal vor seinen eigenen Schritten erschreckt. Weil es manchmal so klingt, als wäre irgendjemand hinter einem. Ah, aber jetzt höre ich auch wirklich jemanden. Alles klar. Die ist irgendwo da unten, glaube ich. Ja, warte, Moment. Bevor ich jetzt irgendwo blind rumrenne. Am Well war ich. Am Giftshop war ich gerade auch. Das habe ich ja schon. Da müssen wir einmal hin, wegen der Kassette. In die Ecke, also links runter. Ja, komm. Dann machen wir das zuerst. Have a beautiful day. Genau. Thank God. Sehr schön, das haben wir. Was war das nächste in der Nähe? Percolator ist eigentlich nichts mehr. Ach, da hinten ist alles klar. Oh, shit. Damn. Komm. Kann doch nicht wahr sein. Wenigstens krieg ich die wieder. Nein, nein, nein. Nein. So. Komm, einen Shot, dann habe ich den. Yes! Echt? Bei so einem Blattschuss kriege ich meinen Pfeil nicht wieder.
Schade. Aber geil. 1, 2, 3 habe ich hier wieder gekriegt. Mega. Oder habe ich schon alles? Das kam mir jetzt so wenig vor. Also Circuit Board. A little something to get those arms moving. Haben wir. Kassette haben wir. For atmosphere. Messer haben wir. There's your knife. Ach, das war schon alles. Yes! Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. Ab in den Overlap. What the hell? Where am I? Das hier ist interessanterweise, obwohl es offensichtlich ein ganz anderer Ort ist, dieselbe Hütte, in der die Typen sich zum Artie und Co. sich treffen, um in die Sauna zu gehen. Mulligan and Thornton in the wreckage of the shadows on their faces. Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess, then get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Ah, das war das zweite. Also das erste war quasi dieses Schuldgefühl, was ihr so gebracht hat, wo dann die Schatten herkamen. Das zweite war ihr mieses Gefühl gegenüber Saga. So, ich muss mal kurz was nachgucken. Und zwar nicht das, sondern... war das? Ah ja, läuft noch. Man hat halt, wenn man über GeForce Now spielt, so wie ich, hat man halt eine begrenzte Zeit, die man spielen kann. Das ist aber kein Problem, man kann einfach neu starten. Aber da ich jetzt einfach im Kopf habe, dass jetzt nicht mittendrin das einfach aufhört. Aber eine Stunde ist ja easy. Ich weiß sowieso nicht, wie lange ich noch spiele. Das Spiel macht einfach zu viel Bock. Ich habe jetzt eigentlich keinen Grund aufzuhören. Und das Krasse, das Game ist halt so vollgepackt mit Content, also mit Story und Ideen und da passiert noch so viel mega geiler, crazy Shit. Also es ist insane. Also wir sind jetzt schon wie lange dran? Also der Stream läuft jetzt schon 11,5 Stunden. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, würde ich sagen, von dem, was noch kommt. Also was man hier noch machen kann. Also wir sind kurz vor der Hälfte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es ist halt, wie gesagt, nicht wie bei so Open-World-Blödsinnsspielen vollgepackt mit irgendwelchen unnötigen Scheiß, sondern es ist alles rein die Story und die Charaktere und sowas. Für über 30 Stunden. Das ist der Hammer. Das ist mega geil. Und es kommen ja noch 2 DLCs demnächst, auf die freue ich mich schon so mega. Bring it, fucker. It's cold. I'm tired. Logan? Logan! I'm here! Logan!
Mal gucken, wo ich alles habe. Komme ich ja schnell genug dran? Ja, das geht. Das kann ich noch gebrauchen. Die kann ich schon mal einmal nehmen. Ups. Muss man direkt schon mal mit den Sachen haushalten, bevor es hier richtig zur Sache geht. So, weiter geht's. Wie bei Spec Ops und Silent Hill 2, immer weiter runter. Ich mich sowieso ein ganz kleines... Trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. Das mit dem, dass man immer tiefer in diesen Brunnen geht, erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an Silent Hill 2. Also das Storytelling hier wesentlich besser ist. Wake? I saw him this way in the other overlap. It's a loop. Just like before. Ilma Koskela stood in front of the small gathering of Coffee World employees and bikers. He read from a piece of paper. Mocha was a wonderful moose who deserves a place of honor in the hall of the Calavella Knights. His skull will become the crown of the Grand Master, the dead brought back to life. There was polite applause. After this, Ilmo had the body hauled off to be turned into moose steaks. Mulligan and Thornton were told to get the head cleaned. They both grabbed an antler. What the hell, Thornton? I got it, Mulligan. They brought the skull into the workshop to boil it and bleach it. They grumbled. Wanted to just get it fucking done. It was just a stupid animal. But I guess moose steak is never a mistake, huh? Das arme Tier. This is a nightmare. I can't get through that. I need to look for another way through. Jetzt folgen wir Artis Song. Zack.
Holy shit. Also wenn einer helfen kann, dann Arti Vegeta. Okay. Going down. Still trapped. Trapped how? What does that mean? Ach du Scheiße. Ist halt so geil, wie gut sie das nutzen, einfach sich mehr auf Suspense, Anspannung und die richtigen Momente zu verlassen, anstatt auf irgendwelchen Schockscheiße und sowas. Und auch nicht unbedingt jetzt wie bei Evil Within auf übermäßig viel Gore und Gesplatter-Quatsch und sowas, ne, sondern die ruhen sich auf nichts aus, sondern die nutzen das halt, wie es sinnvoll ist. Das ist einfach eine spannend gruselige Erfahrung. Ja. Man weiß halt nie, was man erwarten soll als nächstes. Und nichts davon ist random. Das ist auch immer das Wichtige. Also alles, was hier passiert, hat ein Setup und ein Payoff. Jetzt müssen wir die ganzen Darkness-Knots hier vernichten, damit die nicht endlos aus dem... Aua! Damit die nicht endlos aus dem... aus dem Brunnen kommen. Fehlt mir noch eins? Ah, da! Fuck. Okay. Wo ist er? Damn, ich wollte ihn blenden. Komm. Scheiße. Heil dich. Okay. Nein, nimm die Waffe. Okay, mein Charme hat mich gerettet. So, da durch. Fuck. Scheiße.
Ah! Wieso ist meine Waffe nicht geladen? Scheiße. Fuck. Nein, 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 nein. Scheiße. So, ausweichen, machen, super. Komm, 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 komm. Ah, ich weich doch aus. Geh drauf! Boah. Yes! So, wenn es nur einer ist, ist es schon ein bisschen besser, weil man dann wenigstens mitbekommt, wann man ausweichen soll. Granat, Granat, Granat. Oh, ja. Mega. Saga Anderson, listen. Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Das war mal ein Chapter. Alter Schwede. I hear your tears at night as I hear the storm howling, losing my child, taken by the tide. Nowhere to hide, I don't know. Broken bonds, broken souls. Baby, you know how it goes. Blood stains on the phone. Baby, calling home, but there's no one home. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like a ghost. Nothing but a story told. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like a ghost. Nothing but a story told. Oh, I just wanna cry, but fuck it, I'll keep on trying. I'm not losing my child, fighting for her life. I'm out of mind. Endless labyrinth of holes, bloody writing on the walls, misguiding me from where you are. Don't know where you are. Tell me where you are.
Ja, auch wieder ein Song, den ich in der Kategorie ist nicht so ganz meine Musik, aber irgendwie ist es vom Vibe her fein und passt und sowas. Aber wie gesagt, die beste Musik haben sich so für gegen Ende aufgehoben. Da kommen noch so 3, 4 Lieder, die noch richtig reinhauen. Das ist okay, ist solide. Wake said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Casey and Wake. I should check in with Casey. Das finde ich auch richtig konsequent, dass alles, was wir jetzt verballert haben in diesem Bossfight, ist halt auch weg. So, wir kriegen dann nichts wieder oder sowas. Ist da? Oh, wieder ein Pfeil aufgehoben. Geil. Ja, ist witzig, wo die sich manchmal hin verirren. Ah, ich hätte das mit der Armbrust ausprobieren können. Aber gut, dafür hatte ich nicht so viel Zeit. No answer. David. Pick up, pick up, pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan all right? How does this all work? Has the horror story already gotten her? Wake should know. Ja, das Interessante ist, und das wird auch noch ein bisschen verwirrend und spannend, da es sich ja hier um ein AWE handelt. I should look around. See where the water was hiding. Ja, das ist auch gut. Boah, alter Schwede. Ist das geil. Es handelt sich ja um ein AWE, also ein Altered World Event, und durch Control wissen wir ja, dass sich diese Events immer nur in einem bestimmten Radius und für eine bestimmte Zeit über einen bestimmten Zeitraum funktionieren. Genau, einmal hat es jetzt Charme gerettet, deswegen können wir jetzt die extra Lampenladung uns draufballern. Und da ist ja die Frage, ne, ob das nur innerhalb dieses Areals von Bright Falls das überhaupt stimmt, zum Beispiel. Also, dass es dann nur hier die Geschichte wahr ist und sowas, aber außerhalb der Stadt halt nicht, dass zum Beispiel ihre Tochter tot ist, unter anderem. Und da ist halt noch eine spannende Frage, die immer noch offen ist. Ne? Da haben wir jetzt auch keine klare Antwort gefunden. Ich gehe erstmal hier hoch. Ist nämlich ein Cult Stash. Another locked box. Aber hier weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich das aufgekriegt habe. Also hier müssen es 3 dieser Symbole wieder sein, um es zu öffnen. Hier haben wir so ein Diamant-shaped Dingen. Hier haben wir 3 Striche. Das sind dieses Symbol. Da haben wir 2 Striche. Hier haben wir ein Quadrat. Ich weiß noch, dass ich das, glaube ich, irgendwie aus Versehen gelöst hatte. Das habe ich, glaube ich, gar nicht clever gelöst und sowas und irgendwie durch 100 Mal ausprobieren. Weil es ist ja irgendwie eine Reihe, die sich fortführt. Das heißt, ne, normalerweise wäre ja ein Kreis sowas wie 0 oder 1 oder sowas. Und der Anfang vielleicht wäre so das Erste. Dann hatte ich halt gedacht, dass das Symbol mit den 2 Strichen dann die 2 wäre und dann irgendwie das Dreieck die 3, aber nee, es ist irgendwie anders, also die Reihe wird irgendwie anders fortgeführt, aber ich bin mir halt nicht sicher. Also hier ist halt dieses Symbol, das sind die 3, das sind 2. Ich brauche ja nur 3, also es muss ja die Reihenfolge muss ja nur 1, 2, 3 sein. Und das jeweilige Symbol. Zum Beispiel ein Quadrat. Dreieck, Kreis. So ein Diamant.
3, 2. Ich habe halt keine Ahnung, ob das so irgendeine Referenz an irgendwas ist, also an irgendein Symbolrätsel, was man so kennt. Also ob ich da jetzt irgendwas sagen müsste oder sowas. Weil zu einfach wäre aus meiner Sicht 0, also die 0 und dann 2 und 3. Das testen wir jetzt einfach mal, einfach nur um es auszuschließen. Also 0 ist dieses 2 nach unten. Das wäre das. So, 2 wäre dann 2 nach oben und 3 wäre 2 nach unten nebeneinander. Nee, Quatsch. 2 war 2 nach oben, genau. Und das war die 2 nach unten. Das ist es sogar. Das ist die Lösung, echt? Krass, okay, also die anderen wären nur zur Verwirrung da gewesen. Okay. Nee, beim ersten habe ich es wirklich einfach durch Rumfitschen geschafft. Also ich habe einfach nur so hin und her geswitcht, ein paar Sachen, Kombination ausprobiert und plötzlich ging es und dann konnte ich mir nicht merken, welche Lösung das war und wusste nicht, wie ich drauf gekommen bin. Getting the Anderson brothers on board would be a big win for us, so I'm offering a $100 Superstore gift card plus a year's worth of free coffee at the Odia Diner to whoever gets those two to join. Let's get recruiting. Okay, es klingt so, als ob sie es nicht geschafft hätten, die Anderson-Brüder zu überreden. So, Case closed. I need to get the clicker to wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. I entered the watery overlap, genau. Watery Area. Fehlen noch 3 in Watery. Dann haben wir die ganzen Cult Stashes. Lunchbox war auch Watery. Da fehlt ja nur noch eine. Ja gut. Geil. Wir sind also sehr gut dabei. Klasse. So, haben wir etwas, was hier weg kann. Ja, die können zusammengeführt werden. Zack. Das behalte ich alles. Runter damit. Ja. Habe ich genug Platz? Alles klar. Das überspeichern wir. So, ich weiß, dass oben am Leuchtturm noch ein Nursery Rhyme ist. Aber das sind jetzt Feinde. Ich würde aber sagen, da kommen wir später nochmal hin. Wir müssen nämlich sowieso nochmal hier hinkommen. Oder wir machen das noch eben, ist auch die Frage. Ich meine, wir können auch nochmal runter zum Trail, also hier das oben machen, dann zum Trailerpark, noch ein paar Sachen einsammeln. Ach komm, machen wir es jetzt. Wenn wir schon mal hier sind. Machen wir die Penner fertig. So. Nummer 1 ist weg. Der ist recht weit weg. Da weiß ich nicht, ob ich den so gut erwische. Ich krieg nicht meinen Pfeil wieder. Ach Mann. Ah, Moment. Das können wir jetzt öffnen. Oh, sie kommt. Fuck. Man denkt halt erst, ach geil, ich muss nur hören, wann der Sound kommt und ausweichen. Aber wie man sieht, kommt es auch darauf an, wohin man ausweicht. Sonst rennt man voll in ihr Projektil rein. Damn. Scheiße, schon wieder.
Scheiße. Yes. Manchmal ist es einfach schlauer, schnell die Waffe zu wechseln, als zu hoffen, dass man es mit dem Nachladen noch hinkriegt. So, zack. Ne, meine Heilung verschwende ich jetzt nicht. Oh, was war da? Yes! Ja, manchmal bin ich echt verwirrt. Es sieht manchmal aus, als ob man die getroffen hätte, aber es war dann scheinbar doch nicht der Fall. Das ist nicht, dass ich dem Game da irgendwas ankreide kann, weil eigentlich muss man ja ein bisschen darauf achten. Deswegen ist ja dieses Fahnenkreuz, dass sie so ein bisschen anders fliegen. Aber ich habe das scheinbar noch nicht gereicht. Beziehungsweise in einem Survival-Horror-Game will man nicht so viel experimentieren mit sowas, weil man dann seine Ressourcen ja verschwendet. Aber ich denke mal, dass dafür so Zielscheiben sind. Wahrscheinlich kann man das mit den Zielscheiben relativ gut testen und die dann wieder rausnehmen. Hier haben wir jetzt 3 neue Figuren. I don't have the key. Genau, da kommen wir noch nicht rein. Und ein Nursery Rhyme. So. An old watcher of the sea, before his demise, cursed the waters that ruined his eyes. So he played a trick on the ocean deep, the waves to fight and havoc to wreak, and in doing that wrong, lost its old song. Old watcher of the sea, before his demise, cursed the water that ruined his eyes. Also machen wir den alten Mann aufs Auge. Das wäre das Erste. He played a trick on the ocean deep, das heißt, der Trickster kommt auf die Wellen. The waves to fight and havoc to wreak, and in doing that wrong, lost its old song. Also wir haben den Wise Elder und den Trickster. Das war schon. Okay. Und das ist das Geile. Das ist richtig krass. Das hat unseres. Weil jetzt müssen wir natürlich den Spuren wieder folgen zu unserem, zu unserer Belohnung. Und es ist da unten, wo das Boot gekentert ist. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg darum. Ich war erst so irritiert. Ich bin ja die ganze Zeit hier diesen Spuren hier gefolgt. Und dachte mir so, hey, wann hört denn das auf? Oh, und da ist scheinbar der Seemann, der ausgetrickst wurde. Watch it. You let go. Alter Schwede. Boom. So, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar gehen wir erstmal ins Licht und teilen ein Stück. Und da muss ich erstmal gucken. Ich meine, ich habe ja noch Heilsachen in die Schuhbox gepackt. Genau, das war jetzt der Seemann, der gekentert ist, weil der Watcher sich einen Trick erlaubt hat mit dem Arsch. So. Ach nee, die habe ich ja nicht mehr. Ah nee, die habe ich bei Alan. Ahaha. Stimmt, da war ja was. Eine Allens Schuhbox. Das ist auch witzig, weil es eine Schuhbox ist und wie gesagt, wir ja durch Alan Wake 1 wissen, dass diese Schuhbox ja so symbolisch ist dafür, ne, dass dann Dinge von anderen Leuten, aus anderen Zeiten oder Welten einem geschickt werden können. War mein erster Gedanke, ach geil, eine Schuhbox, das heißt, dann können sich Alan und Saga das vielleicht teilen, aber so weit geht's halt nicht. Es geht halt nur darum, dass die Schuhbox auf magische Weise überall dieselben Items hat. Aber ich dachte ganz kurz, das wäre die Idee, weißt du, dass man dann denselben Loadout hat als Alan und als Saga. Da sie aber sehr unterschiedliche Loadouts haben, also auch in einem unterschiedlichen Kontext, ergibt es halt auch Sinn, dass sie sich das nicht teilen. Aber das fand ich echt krass, dass man ja den gesamten Weg dann runterlatschen muss bis darüber.
weil ich cool finde. Aber ich war halt irgendwann so, echt, wo ist denn jetzt endlich mein Ziel? Jetzt bin ich hier bei diesem Trampelpfad, dann noch unter dem Baum lang. Und dann noch weiter nach links rüber und dann noch unten hier rüber. Ach, da ist es. I'm getting quite the charm collection. Increases maximum amount of health restored in safe havens. Ja. Ist nicht so... Also ist auch cool, aber nicht so super hilfreich wie das, was ich jetzt habe. Deswegen tausche ich das jetzt noch nicht gegen irgendwas anderes aus. Und weiter geht's. Ja, komm, wir gehen noch zum Trailerpark, wenn wir schon mal dabei sind. Weil jetzt ist die Flut ja weg. Das heißt, wir haben jetzt noch beim Trailerpark noch so eine ganze Hälfte an kleinen Gebäuden, die man noch durchsuchen kann und sowas. Und dann müssen wir eh nochmal wiederkommen, weil dann gibt es hier viele Stellen, wo wir erst mit einem anderen Werkzeug später wieder hin können. Aber dann haben wir das halt auch schon mal. Wir müssen nur aufpassen wegen unserem Loadout, ne, dass wir auch genug Stuff haben, um das hier zu überstehen. Mein Kumpel zum Beispiel hatte letztes Mal, wir sind jetzt ungefähr an der Stelle, wo ich und mein Kumpel letztes Mal aufgehört haben, also kurz davor. Und er hat dann zum Beispiel hier erstmal aufgegeben. Der war so, ich habe fast gar keine Ressourcen mehr und sowas, ne, nach dem Bossfight. Und da meinte er auch direkt so, ja komm, wir gehen erstmal, machen erstmal weiter. Der hat viele diese Sachen hier noch gar nicht gemacht. So, ist es jetzt wieder hier der Weg zum Lighthouse? Oh Mann. Wie gesagt, entweder ist er wirklich verwirrt oder der Einzige, der sich noch an eine Realität erinnert, die vorher so war. Und sowas. Und das ist das Spannende an dem Game, also wie an allen Remedy-Games, dass dieses mit dem Radioschuss so eine Mischung ist, auch so ein bisschen lustig. Auch, dass es immer so zu Tode getrampelt wird mit diesem Beef Jerky, Beef Jerky, Beef Jerky und sowas. Und das dann irgendwann so einen tragischen Turn hat. Man merkt, okay, das ist so ähnlich wie das, was Saga gerade erlebt mit ihrer Tochter, die angeblich tot sein soll. Und sie die Einzige ist, die sich erinnert oder weiß, dass ihre Tochter lebt oder so. Aber wer weiß, vielleicht hat die Geschichte schon geändert. Vielleicht ist ihre Tochter tot. Wir haben noch nichts von ihr gehört.
My first watery visit. I'm staying near the Lighthouse Trailer Park in a nice little spot just off the road. It's very quiet here during the day. At night, not so much. I've never been too nervous and can sleep through an earthquake, but here, I don't know, something just feels off. The animals act weird. They're restless at night, making weird noises and running away, and I could swear I hear someone moving around, circling. I'm going to give it one more night and then move on. Hier ist auch immer dieses schöne Environmental Storytelling. Ne? Der hat sich hier sein Zelt aufgebaut und alles und meinte, ich halte hier mal kurz. Aber hier ist keiner. Und sein Auto, was hier steht, scheint halt völlig im Arsch zu sein. Beziehungsweise ist hier scheinbar runtergerollt und hier irgendwo reingekracht und sowas und völlig kaputt. Und vielleicht ist er einer dieser Besessenen, die wir gerade bekämpft haben. Das kann nämlich auch noch sein. Und noch oben drauf. Also tot oder besessen, das sind immer die einzigen Möglichkeiten, leider. Ach du Fuck. Dann mache ich einmal Quick Save. Schnell, 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 schnell. So. Das ist nämlich das, was ich meinte. Für die Wölfe braucht man immer 2 Pfeile, egal wo man trifft. Oh, da ist noch einer. Ich weiß nicht, warum da immer Ignite Flare steht. Kann es bitte mal weggehen? Okay, jetzt ist es weg. Nein! Scheiße! Hä? Beide daneben? Das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, ich finde die gleich wieder. Yes! Zack, zack. Das war scheinbar nur einer. Ich dachte, ich hätte in so einem Baum getroffen. Ah, Moment, die werden mir auf der... Das hatte mein Kumpel auch rausgefunden. Also irgendwann bemerkt einfach, dass die ja auch manchmal auf der Map angezeigt werden, aber... Diesmal scheinbar? Ne, dann sind die weg. Okay. Vielleicht kommt es drauf an, wo man hinschießt. Vielleicht ist das hier so gegen Zaun abgeprallt, irgendwie sowas. Und dann gelten die quasi jetzt weg. Kann sein. Oh, ich speichere lieber nochmal. Ich mache trotzdem erstmal nochmal nur Quick Save. Zack. There's another cult stash. Genau, da braucht man wieder einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Ich weiß auch noch, wo der ist, aber möchte natürlich trotzdem zeigen, wie man drauf kommt, den zu finden. Und zwar erstmal William Portman. Mr. Graphic Novel Idea. Mr. Skarsgård, thank you for your proposal. Starlight Symphony sounds like a wonderful project and a very creative idea. However, our publishing house will unfortunately have to decline it this time. Wish you all the best in the future. Keep dreaming. Best regards, William Portman. Ja, solche Absagen kriege ich auch ständig. Wenn man immer so keinerlei Begründung bekommt ist und sowas. Und dann, meine Eltern sagen auch immer, ne, so pass auf, ne, wenn du den Leuten schon so zu gute Ideen lieferst, wenn du denen das nur anbietest und die sagen dann, nee, nehmen wir nicht, dann musst du nur drauf warten und plötzlich benutzen die es dann für irgendwas. Dann haben die einfach deine Idee übernommen. Sie müssen mal gucken, wie man sowas schlau pitcht. So dass sie nicht quasi nicht alles haben,
was du anbieten kannst. Man darf dir nicht sofort alles schenken. Weil die können einfach sagen, nee, wir wollen mit ihnen nicht arbeiten. Oder machen es mit den anderen, weil die trotzdem geil fanden. Hauptsache, wir müssen dich nicht bezahlen. The keys. Hey, I moved the keys somewhere where flooding can't wash them away. The spot might be a bit harder to reach, but I'm sure you can get your hands on them just fine. Tony. Genau, das ist nämlich der Hinweis. Please respond. Megan, just let me know you're okay. Please, I miss you. I don't need to know where you are. Just that you're okay. Just reply to me. You owe me that much. Schön Fisch gefangen. Was steht da? Ein Baba Suedes? Suez? Was ist das für ein Buch? A Snake in the Tall Grass. Genau, ein Ort, der schwer zu erreichen ist. Dann dachte ich mir so, ja, hier hochklettern und da oben drauf. Ich mag es aber, wenn es simpel und logisch ist und sowas und man merkt, ja, das ist glaubhaft, da kommt man gut drauf und sowas, ne? Wood will swallow you whole. Endlich wieder Trauma Pets. Can't be opened on this side. Kein Problem. Dann kommen wir wieder. Das ist so süß. Ja, der Mann hat, das ist ja das Ding, ne? Weil der Pat Main, der ist jetzt einfach auch, genau, es wird mich GeForce Now warnen, in einer halben Stunde schalten wir ab. Ist aber nicht schlimm, ich kann einfach neu starten. Auf jeden Fall Pat Main, man merkt einfach, der ist jetzt 13 Jahre älter als im ersten Teil und da war der schon ein alter Mann. Der ist jetzt einfach auch alt, senil, der kennt sich damit nicht mehr aus. Und ich mag auch, dass sie einen anderen Sprecher haben, obwohl ich den Sprecher von Pat Main im ersten Teil sehr liebe. Weil es passt halt, dass er jetzt einfach so ein alter Greis ist mittlerweile. Weil im ersten Teil hat er so eine sehr angenehme Radiostimme. Ne? Da hat das auch gepasst, dass er sich für Night Owl genannt hat. Und es war ja richtig angenehm, sich die Radioshows anzuhören. Jetzt ist es ja wirklich anstrengend, weil man einfach hört, dass das so ein alter Mann ist, der einfach nicht mehr weiß, wo er ist und was er tut und sowas. Aber es ist halt Teil der Story. Es ist halt jetzt nicht, dass man sich beschwert und sagt, das haben die voll scheiße gemacht, sondern nein, das ist halt Teil dessen, worum es hier geht. Und deswegen ist es halt, ja, ist einfach interessant zu sehen, wie sich diese Figuren weiterentwickelt haben. Wie gesagt, gerade weil 13 Jahre halt vergangen sind. Ich bin also überrascht, dass er überhaupt noch lebt. Ich habe gar nicht gedacht, dass Pat Main überhaupt noch dass es überhaupt noch der Radio-Host ist. Aber ich freue mich, dass er es noch macht. Starlight Symphony, Hair Covering Logo, das was in Space. What is Rocket connected to? Move foot
foot out of for better silhouette. In space, no one can hear you sing. Make text big, maybe more eye-catching. Font choice? Comic book story idea. A literal space opera. A sci-fi musical with an alien love triangle. Murder mystery. Aliens meets Rear Window. Sunshine meets the sound of music. Musical parts drawn in black and white. Negative colors. Singing is rhyming. Rhythm is visual. Break the fourth wall. Go all out. This is going to be my best work yet. Was ich richtig geil finde, ist, dass einige dieser Notizen halt zu dem Spiel passen, das wir gerade spielen. Also vieles davon sind Dinge, die zu diesem Game passen. Und Sunshine, dass hier sogar der Film Sunshine erwähnt wird, finde ich geil, weil das ein relativ unbekannter Science-Fiction-Film, aber einer meiner liebsten Space-Filme überhaupt. Eigentlich sogar mein liebster, wenn man es genau nimmt. Also Sunshine ist unfassbar. Rear Window ist natürlich eine Fenster zum Hof von Hitchcock, sehr geiler Film. Aliens ist ein sehr cooler Actionfilm. Sound of Music, den muss ich noch gucken. Habe ich auch viel Gutes drüber gehört, den muss ich noch schauen. Mit der Schauspielerin, die Mary Poppins gespielt hat. Ich weiß nicht mehr. Julie Davis, heißt sie so? Ich komme gerade nicht mehr auf ihren Namen. Auf jeden Fall, die mag ich auch sehr gern. Und die kann halt auch richtig gut singen. Deswegen denke ich mir so, ja, komm, muss ich mal angucken. Bin sonst nicht so der Musical-Typ, aber seit Steven Spielbergs Version von West Side Story bin ich jetzt doch dem ab und zu nicht abgeneigt, mir vielleicht doch mal welche anzugucken, weil das fand ich echt geil. Und vor allem Steven Spielbergs Version von West Side Story war so geil, dass selbst die Macher von dem originalen Film aus den 50ern, von dem Klassiker, dass selbst die gesagt haben, dass der Film besser ist. Also das fand ich echt krass. Ne? Das haben die sogar selber, da meinten die auch so, boah, die haben vieles noch besser gemacht, als das, was wir uns damals zum Teil nicht getraut haben, sozusagen. Bear Doll. Fish cleaning station is for tenant use only. Please clean up after yourself. Eine Bear Doll, das heißt, hier ist ja noch ein Nursery Rhyme in der Nähe, ne? Logischerweise. Und Child Doll. Mega. Another one of those rhymes. The old fisherman had great luck. His catch at sea was beyond belief, but the hungry guest found relief in the fisherman's bountiful truck. Old fisherman, also old wise man, had great luck. His catch at sea was beyond belief, also old fisherman auf Meer. But the hungry guest found relief. Hungry guest, das wird wahrscheinlich der Bär sein. The fisherman's bountiful truck, relieved in truck. Also das ist auf jeden Fall wise elder. Relief, also was zu essen. That's it. Yes! Wie gesagt, ich weiß das wirklich nicht mehr. Das war jetzt wieder geraten. Geil. Jetzt müssen wir den Fischen folgen. Locals knew. Yes. I'm gonna need a bigger charm bracelet. Later. Ach, da ist doch die Kiste, die habe ich die ganze Zeit gesucht. Achso, die war, glaube ich, gerade noch nicht da. Yes! Oh, wie gut. Das war ein Glückstreffer, echt. Shit. Fuck.
Spanish forefathers! Komm. Yes! Sehr schön. Geil, schon mal ein Boat recovered. Den kann ich nicht mal mehr mitnehmen. Mega. Ah, warte, wenn ich den Quatsch. Wenn ich das hier nachlade, bis hier wieder Platz haben, oder? Yes. Das Ding auch direkt schon mal. Wieder zu. Da ist mehr Stuff drin. Oh ja, geil. Ja, das hat sich doch gelohnt. Jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen, da können wir noch nicht hin. Zum Beispiel den Sound, da können wir noch nicht aufmachen. Aber das ist nur halb so wild. So, dann haben wir jetzt erstmal alles, was man hier noch groß machen kann. Fürs Erste, dann kommen wir später nochmal wieder. Weiter geht's. Kann man schon sehen, wir sind jetzt kurz vor der Stelle, wo ich mit meinem Kumpel zuletzt aufgehört habe. Ah, fuck. Die meisten Safe Havens in der Öffentlichkeit, ne, wenn man dann, sobald ich dann mit dem kämpfe, würden die ausgehen, aber das Coole an dieser Hütte ist halt, dass das Licht halt anbleibt. Deswegen nutzt man es natürlich ganz gut. Ich sehe den da, aber ich muss den, glaube ich, anlocken. Ah! Zu lange gewartet. Scheiße, es sind zwei. Yes. Mein letzter Fall, komm. Okay, I think that's all of them. Einen habe ich ja verballert. Ist er noch hier irgendwo gelandet? Ah, Moment, ich kann auf der Map gucken. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Hauen wir ab. Ah, geil. Witzig. Wo die dann immer landen, ne? Wahrscheinlich an den Stein abgeprallt und dann dahin geflogen. Nice. So, weg hier. Raus aus Watery. This bridge got fixed quick. Das stimmt. Ah, wie schön. It all feels nice, watching the sun come up, and I realize I can never return. Quite the show that artsy fella put on today, eh? I loved it. I had half a mind to come down and start dancing. Oh, why didn't you? You've got to grab life's gifts while you can. Do it. Do it, my friend. We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck.
and drinking wine like an asshole. Alma beer to the rescue. Bring out your inner Wolverine with Alma beer. Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma beer. Alma beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Das ist so geil. Your Finnish drinking adventure starts here. Aber Bier. Have a nice evening. Dankeschön. Das ist sehr nett von euch. Wer auch immer da spricht. Ach, da im Dunkeln sitzt noch jemand. So, Manual Save. Ich save einmal. Und ich guck mal ich schau mal ganz kurz was nach. Wir machen sofort weiter. Bin gleich zurück. Okay. So, in 15 Minuten schaltet es hier ab. Dann mache ich mal eben... Ne, wir fahren noch darüber. Und dann machen wir neu. Ah, Moment. Habe ich dich... Die habe ich noch gar nicht gestreichelt, du Süßer. Such a shame. Kann ja wohl nicht angehen. Ah, Moment, ist das Flooding dann hier auch zurück? Ach, geil. Well, at least the flooding's gone down. Yeah, but the fish aren't biting any better. Das heißt, hier ist doch noch was wir noch machen können. Bevor wir uns auf das Wegchen machen. Ach, sogar zwei Sachen fällt mir ein. One of those cold boxes. That car one was too easy. Here's mine. There are 3 batteries. B1, B2, B3, which have a combined charge of 1600
amps. B2 has 128 amps more than B3. B1 has 2 times as much charge as B3. How many amps does B2 have? Ah, ich und Mathe, weißt du? Ich habe mir das zum Glück irgendwo aufgeschrieben. Beziehungsweise ein Kumpel hat es mir erklärt, also mein Kumpel Race, weil der kann sehr, sehr geil Mathe, ich nicht. Und wir sind irgendwie auf die Lösung gekommen, aber da meinte ich so, aber wie? Und dann war er so nett und hat mir das nochmal aufgedröselt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, warte, mir ist der nochmal geschrieben. Ah, hier hat er mir es geschrieben, genau. Ah ja. Das war dann... Yes. 496 Ampere oder so. Nee, sowas rechne ich ganz sicher nicht normal. Vor allem nicht live. Why do I have to take a fucking math test to open a stash? What if I need to get in fast? I can't do math on my head. I'm not Ada fucking Lovelace. I miss dinner getting this thing open. It was family pizza night. That's me. That's me. Aber sowas von. Du Motherfucker. So, mir fällt gerade ein, genau, ist noch eine Stelle, wo wir hin können. Jetzt können wir ja die Tür hinten aufmachen, meine ich. Glaube ich. Yes. Da war ja was. Maiden waiting failure. Just to update you, I haven't had any success with setting the stage yet. Even the letters from the characters themselves are no use. Do you have any tips on what I should try next? Michaels, junior assistant researcher. So there are no results. The propping has been proven to be effective according to Dr. Campbell. Maybe it's something in the rhyme itself. Is it too mature, too direct? Should we add complexity and charm to it? Try some different approaches and get back to me. Vega, assistant researcher. Alright, thanks. I try to add some complexity and charm. This is really great use of my Masters in Applied Physics. Okay, geht's offensichtlich wieder um Nursery Rhymes, kann das sein? Experiment number 16, codename Maiden Waiting. Dearest, when are you returning? I've been waiting for so long. I miss you. Send me a letter as soon as you can. It's lonely here and I pine. Your fair maiden. My dear maiden, I'm out of luck and out of means. I'd love to come back home to you soon, but alas, I must gather my strength and my funds first. Don't forget about me. I'll be with you sooner than you think. Yours truly. Dearest, it pains me to hear you will not be arriving, but I will keep waiting until you do. I would never forget about you. How could I? Your fair maiden. Ich direkt an Lords und Ladies denken. My Lord, my Lady. Ah, haben wir hier eine Liste mit all den Locations in Watery. Geil. Maiden Doll, sehr geil. Ich liebe die Nursery Rhymes, ich finde das richtig cool. There's a rhyme over here. Rhyme and Reason. Ah, jetzt will mein Computer, mein Fernseher wieder ausmachen. Schnell auf irgendwelche Knöpfe drücken. So. There once was a faithful girl. Ah, Moment, apropos ausschalten. Noch 9 Minuten, okay. There once was a faithful girl at home she stayed and where she prayed for her lover to return, but he collected fair maiden just as he did with stone riches and broken hearts. There once was a faithful girl at home she stayed at... Okay, fair maiden home. Dude, irgendwas mit riches ist dann der Hero. Doesn't make sense. Fuck. She stayed and where she prayed for her lover to return, but he collected fair maidens just as he did their stolen riches and broken hearts. Dann ist es der Trickster.
Ha! Weil er sie ausgetrickst hat. Die Arme. Geil. Was auch immer jetzt passiert. Ist ein Gegner? Ich hoffe nicht. Jesus. Es darf jetzt nicht länger als 9 Minuten dauern. Ah, da, Charm. Okay, aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Alles klar. So, dann speichern wir schnell und starten das Spiel einfach neu. Gar kein Problem. Lauf. Feels like 9 minutes to go. So. Das ist nämlich ganz easy. Einfach aus und dann einfach wieder reinspringen. Wenn jetzt nicht 1000 Leute dieses Spiel spielen wollen und wir erstmal einen Rig finden müssen. Mal schauen. Weil ich möchte schon noch ein bisschen weitermachen. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber ein bisschen noch. Ich denke mir zwar gerade so, boah, fast 13 Stunden Stream schon, aber ist ja egal. Also wenn ich persönlich mir Streams angucke, im Nachhinein von anderen Leuten, ja genau, schließ das erstmal in Ruhe ab. Wenn ich mir andere Streams angucke, das mache ich halt oft, vor allem abends dann, bevor ich pennen gehe zum Beispiel, dann gucke ich es auch immer stückweise. Ich meine, auf YouTube kann man sich immer gut merken, wo man zuletzt war. Also später im VOD ist es ja easy. Und sowas, ne? Und dann guckt man halt immer einfach ein Stück weiter und sowas. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ich gucke mir doch kein 12-Stunden-Video an. Dann bin ich immer so, ja, natürlich guckst du dir kein 12-Stunden-Video an. Du guckst dir ein 12-Stunden-Video in 1-Stunden-Parts oder so an. Du kannst ja jederzeit aufhören. Das Spiel ist sogar in Chapter und Parts aufgeteilt. Das heißt, hier kann man richtig easy sagen, okay, ne, 2 Chapter geschafft, komm, gucke ich nächstes Mal ab da weiter. Ist ja gar kein Problem. Ist auch nicht meine Aufgabe, euch das vorzuportionieren und sowas. Ich glaube, das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass es nicht über 15 Stunden sind, weil dann muss ich das für YouTube in 2 teilen. Weil auf YouTube kann man, glaube ich, nicht mehr als 15 Stunden am Stück hochladen. Das heißt, spätestens dann sollten wir mal eine Pause machen für heute. Ich habe ansonsten halt einfach keinen Grund aufzuhören. Deswegen, heute habe ich einfach mal Zeit für sowas. Die habe ich aber extra genommen und gesagt, so, heute chillst du mal. Dafür werde ich die nächsten Tage wieder viel schneiden und sowas. Und dann erstmal wieder zu tun. Muss nämlich noch ein paar Sachen erledigen, aber das eilt jetzt gerade nicht mega. Was war mein letzter? 10:39 fester, na ja. Aber was mich so freut ist, ich bin halt gespannt, wenn wir das Game hier im Stream durchhaben werden, dass dann demnächst dann auch noch die 2 DLCs kommen und dann werden wir die auch noch spielen. Das freut mich so. Ich bin aber so froh, dass Alan Wake 2, es ist halt wirklich geil, das Game. Und ich freue mich halt, dass es halt noch weitergeht und dass da noch mehr kommt. Und wie ich es bei Remedy kenne, ist dann die DLC-Content auch nicht einfach nur so, guck mal, noch ein paar kleine Extra-Sachen. Das ist halt immer relevant für die Story und hat immer interessante Inhalte und sowas. Also sowohl bei Alan Wake die 2 Bonusfolgen als auch bei Control die 2 DLCs waren beide richtig geil. Das hat sich so gelohnt. Ich meine, bei Control haben sie im DLC einfach meine Lieblingsetage im ganzen Oldest House gehabt. Nämlich, oh Gott, wie heißt es nochmal? Aber das mit diesen Höhlen, wo das alles mit diesem roten Kupferflocken oder sowas, glaube ich, was dann wie so roter Sand aussah. Und so, also das ist meine Lieblingsetage im ganzen Game. Und in Alan Wake sind da die 2 Bonusfolgen. Also ich liebe das Hauptgame, wie es ist, aber die beiden Bonusfolgen am Ende, was sie ja hier mit den Dark Place-Sachen ja zum Teil ja wirklich auch genauso weitermachen, sind so hervorragend perfektes Mindfuck-Level-Design. Das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel für geiles, transzendentes Level-Design, wo ich mir denke, dass es kaum einer besser hingekriegt hat, bisher immer noch nicht. Also, wie gesagt, hier Alan Wake 2 kann da gerade mal mithalten und sowas, aber sonst
wie es so alles miteinander float und zusammenpasst, aber auch wirklich die Story weitererzählt und nicht nur weird ist, um weird zu sein. Ist aber großartig. Genau, überall, wo hier so ein Bucket ist oder ein Poster von Artie and the Janitors, kann man halt die Realität switchen zu Alan rüber. Jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt machen. Ob wir jetzt nochmal in den Dark Place switchen oder ob wir erst zurück nach Bright Falls fahren. Ich würde sogar sagen, wir switchen. Kurz gucken, ob es noch was gibt, was ich erledigen wollte. Ah ja, genau. Hier haben wir noch Increased Quality and Quantity of Resources found. Oh, das ist schon geil. Dann würde ich sagen, Stay as enemies more often. Mehr Flashlight. Ja, ich würde sagen, das brauche ich gar nicht so dringend. Dann nehme ich lieber mehr und geilere Ressourcen. Das klingt doch super. Das ist in Safe Havens. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt dabei haben. Das brauche ich auch nicht in meinem Inventar. Das mache ich schon mal für später, damit ich einfach mir die Arbeit dann später sparen kann, da nochmal reingucken zu müssen. Ja, so. Also noch einmal speichern. Und ich würde sagen, ab in den Dark Place, weil ich glaube, jetzt kommt ein richtig abgefahrenes Highlight. Ich meine, es ist jetzt sogar schon soweit. Was vielleicht auch ein guter Abschluss für den Stream wäre. Mal schauen. Able to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. The plot board was empty again. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the Dark Place to get Alice. She was out, but still in danger. Oh, hell yeah. Das ist das jetzt. Welcome, welcome. Our guest tonight is... Ich glaube, danach hören wir auf. Das ist nämlich ein zu geiles Highlight. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Oh yeah. Also,
Remedy und Poets of a Fall als Old Golf of Asgard in einer Musik-Action-Sequenz ist ja eigentlich schon immer Match made in Heaven. Also siehe Children of the Elder God in Alan Wake oder Take Control in Control als zwei der geilsten Game-Sequenzen ever. Das hier ist genauso geil, wenn nicht sogar noch geiler. Und es ist sogar etwas, wovon ich vor Jahren dachte, es wäre ein Joke. Es gibt nämlich ein geiles Video, was ich euch sehr empfehlen kann. Vielleicht werde ich dran denken, das beim VOD zu verlinken. Wenn nicht, schreibt mich drauf an. Das heißt, oh Gott, wie hieß das nochmal? Das hieß The Role of Music in Remedy Video Games. Und da haben die eine Slow Jam Präsentation gemacht auf irgendeiner Game-Messe, wo sie dann über die Musik gesprochen haben als Slow Jam. Das heißt, während dann so Musik lief, also Petrialanko dann live die Musik gespielt hat, als Sam Lake dann Slow Jam-mäßig in so einer Art Sprechgesang dann halt vorgetragen, wie Musik schon immer die Spieler von Remedy beeinflusst hat. Und am Ende von der Präsentation hat er etwas gesagt, wo ich dachte, das wäre ein Witz, wo er meinte, vielleicht erfülle ich mir eines Tages noch den Wunsch, ein Spiel zu machen, das ein Musical ist. Und alle dachten, das wäre halt immer so ein Witz gewesen, etwas eine Übertreibung. Ja, hier. Musical, los geht's. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up theory. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here is the clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the lights with steel. And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
lösen wir mal das Licht aus. Und weiter geht's. Oh, das ist so geil. Vor allem die Musik reagiert natürlich wieder komplett dynamisch auf das, was ich mache, genau wie bei Take Control damals. Den Pfeilen folgen. I never meant for it to ruin my life that way. You just say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fire the nightmares, torture life. It's a gift or a curse. Oh yeah, made of dreams. Don't let it champion of life. I'll show you the herald of darkness. Diving deep to the surface. Da haben wir jetzt ein Licht. Zack. Das wir jetzt benutzen können. Es ist wie die Fähre in Teil 1. He could write a story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird es nämlich gar nicht mal so einfach. Kaum danach. Die machen es einem nicht leichter, nur weil es eine Musical-Szene ist.
erstmal heilen. Wait for Solo. Schrädern die auch wieder was runter, Manometer. So, jetzt laufe ich aber zum Safe Haven. Ha! Oh, schade, dann ist es wohl schon zu Ende. Das wird dann wohl alles gewesen sein, ne? Das ist dann wohl die ganze coole Stelle gewesen. Tja, puh, ne? Ist dann wohl, ne? Also. A vision. Da wird wohl nichts mehr kommen. Wait, what? Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held the key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Ja, und erstmal ins Plotboard und überlegen, wie könnte das enden? Wie wäre es mit dem Ende? You gotta figure it out to bring this song to its end. Nein! Wie witzig, genau dann. Okay, das heißt wahrscheinlich. Ah, ist natürlich die blödeste Stelle, also die blödeste und die beste Stelle gleichzeitig. Das heißt wahrscheinlich, dass jetzt meine Schwester und ihr Mann jetzt spielen. Und ich habe ihnen ja denselben Account gegeben.
zur Verfügung gestellt. Das heißt, die haben jetzt quasi ein Spiel gestartet und darum wurde meins abgebrochen, aber das Witzige ist, genau da ist das Musical auch zu Ende. Und ich habe ja sowieso gesagt, ich würde danach jetzt aufhören, deswegen ist das jetzt auch egal. Aber gleichzeitig ist jetzt halt auch, wie sagt man, ich weiß gar nicht, wo das jetzt gespeichert hat. Also ob der das Ende jetzt gespeichert hat. Aber was da halt schade ist halt wirklich, es ist mir jetzt leider jedes Mal passiert, dass halt, wieder, die Cutscene lädt dann und weil das während der Cutscene lädt, ist das dann halt asynchron am Ende. Das finde ich immer so ein bisschen schade für das letzte Timing. Naja, das Bild hier passt gerade so gut zufällig. Das Wallpaper von Bill und Ted von dem Finale. Ja, aber was ist nicht der Hammer? Das war doch ultimativ geil. Also, wenn das nicht die ultimative Musical-Action-Szene ist und sowas, Manometer. Also auch ein geiler Song und sowas, ne, mega gemacht. Tolle Production, wie die alle dancen und wie die singen und was weiß ich und wie die Story darin erzählt wird. Immer wenn man und wie das ganze Game eigentlich ist und sowas. Und immer wenn man gerade denkt, man hat alles gesehen, kommt noch ein kleiner Trick, noch ein kleiner Trick, noch ein kleiner Twist und sowas, ne? Aber witzig. Ja gut, ich hatte eh gesagt, wenn das jetzt das Letzte ist, was passiert, ist das ein perfektes Highlight für heute. Dann reicht's nämlich auch erstmal. Machen wir nächstes Mal weiter. Ja. Na, mal gucken. Ich überlege mir noch, ob ich das jetzt einfach hochlade oder ob ich vielleicht. Ja doch, klar, machen wir. Das ist schon geil. Das ist schon super so. Mal gucken. Vielleicht ist das morgen oder irgendwann am Wochenende wird das vielleicht schon als VOD verfügbar sein. Mal sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ultra geil. Also ich kann tatsächlich es kaum in Worte fassen und meine Emotionen kaum rüberbringen, wie sehr ich diese Erfahrung liebe und nach all der Zeit, die ich mich darauf gefreut habe, auf dieses Game, hat sich's einfach gelohnt. Also, ich meine jetzt ganz, ne, für alle Leute, die jetzt das VOD oder jetzt den Stream bis hierhin geguckt haben, ne, wenn ihr jetzt alles nehmt, was wir bis jetzt erlebt haben in 13 Stunden, also in Spielzeit waren es, glaube ich, 11 oder sowas, aber ne, 13 Stunden Stream. Und wenn ihr das jetzt alles zusammennehmt und denkt, Alter, das war ja alles geil. Und so, weißt, was ich und mein Kumpel nach 6 Stunden Spielzeit schon dachten, als wir es zusammen angefangen hatten, da waren wir nach 6 Stunden Spielzeit, war wir schon so, das ist ja ein Meisterwerk, was ist denn hier los? Da hatten wir diese Stelle noch gar nicht gespielt. Mein Kumpel, mein Nachbar, kennt diese Stelle noch nicht. Also das nächste Mal, wenn er kommt, wird das nächste, was wir machen, wird sein, dass er diese Musical-Szene spielt. Da bin ich mal gespannt, wie der das aufnehmen wird. Aber danach geht's jetzt noch mindestens 20 Stunden weiter. Also wenn ihr es bis jetzt schon geil fandet, und das geht in derselben Quali, wird jetzt noch mindestens noch mal die Hälfte davon, also die Spielzeit, die wir jetzt hatten, noch mal sein mit noch mehr geilem Shit. Also ist kein Scherz, überhaupt nicht. Also das ist eine der vollsten Story-Game-Erfahrungen, die ich je hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, muss man überlegen, zu der Zeit, wo wir jetzt sind in dem Game, ist Alan Wake 1 spielzeittechnisch schon zu Ende. Und sowas. Das ist hier jetzt die Hälfte. So ungefähr die Hälfte. Ist immer ein bisschen schwer zu sagen bei dem Game, weil man ja viele Sachen noch offen selber machen kann, die man nicht unbedingt machen muss. Aber wir werden das 100% beenden, das Spiel auf jeden Fall. Wir werden alles machen. Alle Sachen finden. Also es wird jetzt hier so wirklich so ein 100% Complete Ding und sowas. Also das verspreche ich euch. Und wie gesagt, dann kommen ja noch die DLCs oben drauf. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles drin sein wird. Also ich wüsste nicht, wie man so ein Game noch geiler machen könnte, ganz ehrlich. Also es ist auch der Standard an Remedy noch höher, als er vorher war. Also ich habe die ja vorher schon alle Games von denen geliebt. Ne? Max Payne 1, Max Payne 2, Alan Wake, American Nightmare, Quantum Break, Control. Alle geil. Also alle meinen Top-Lieblingsspielen und sowas ganz weit oben. Und es sind ja, wie ihr wisst, wie ihr bei meinem Channel sehen könnt, bei weitem nicht die einzigen Games, die ich zocke. Aber ich finde die alle Hammer. Und Alan Wake 2 ist jetzt halt so die Krönung. Das ist halt wirklich so das, was ich und meine Freunde nach 6 Stunden schon meinten, dass wir alle so dachten, so ja, das ist einfach das ultimative Remedy-Game. Also alles,
was sie in all den anderen Spielen geil gemacht haben. All die Gründe, warum wir die Sachen gern zocken und warum wir uns immer freuen, wenn die was Neues rausbringen, sind alle in diesem Game. Und Sachen wie das gerade, wo man nicht mal mit gerechnet hat. Also wir haben natürlich damit gerechnet, dass so eine geile Music-Action-Szene wahrscheinlich nochmal kommt, aber nicht sowas wie das gerade. Was war das für ein geiler Shit? Boah, ey. Und was ich halt richtig geil finde, ist halt auch das Commitment, dass sie halt sagen, es ist halt nicht nur eine coole Musical-Szene, wo man so durchbreest, damit das einen coolen Flow hat, sondern dass sie sagen, nee, wir bauen die Musik, wie sie es ja bei Control schon angefangen hatten, so dynamisch ein. Die Spieler müssen sich schon Mühe geben. Also die Fights gerade waren genauso hart wie im Rest des Games. Also beim ersten Mal bin ich, glaube ich, auch 2, 3 Mal gestorben und trotzdem hat man immer Bock drauf, weil der Song, also weil dieses ganze Drumherum so geil ist, dass es einem null wehgetan hat, das nochmal zu versuchen. Also man war wirklich so, okay, krass, bin ich gestorben, dann mache ich es halt nochmal mit dem Song weiterhören. Das ist echt geil. Und das ist der erste von, ich glaube, 3 geilen Old Gods of Asgard / Poets of the Fall Songs, die es in dem Game geben wird. Und nicht die einzige Music-Action-Szene im Game. Das muss ich auch noch sagen. Und sowas. Also ich werde nicht mehr spoilern oder vorwegnehmen, aber ich sag mal so, da kommt noch mehr. Ich sag nicht in welcher Art und was dann wieder das dann abgehen wird, aber das war noch nicht alles an Highlights, die sie zu bieten haben, muss ich einfach nochmal betonen. Also, boah, ey, also ich kann es wirklich, also ich muss auch ehrlich sagen, der Stream wird auch gleich beendet, keine Sorge. Aber was ich spannend fand, und ich weiß noch, mein Kumpel Race, dem ging es ganz genauso, als er es durchgespielt hat. Es ist irgendwie schwer, emotional zu verarbeiten, wie sehr wir einfach lieben, was sie uns da geschenkt haben. Und so ist, ne? Es wird natürlich nicht jedem so gehen, aber wir sind halt große Fans und haben halt auch gesagt, ja gut, ne, lass mal den Ball lieber flach halten, ne? Sie müssen, es ist zwar Alan Wake 2, aber wir wären auch zufrieden gewesen, wenn es nur halb so gut gewesen wäre, ist halt das Ding. Und deswegen ist es richtig schwer, das emotional zu greifen und sowas. Und es kommt ja noch, also wirklich, ne, es kommt ja noch viel krasser Scheiß und sowas. Und ich weiß noch, beim ersten Mal spielen, das war so eine Mischung aus irgendwie, boah, wie geil und Unglauben. Und die einzige Art, das im Kopf zu verarbeiten, war das einfach fast schon emotionslos zu spielen. Also so während man gezockt hat beim ersten Mal, war ich gar nicht so mega aufgeregt, wie jetzt zum Beispiel retrospektiv und sowas. Sondern man war einfach so, okay, ich muss einfach dranbleiben und einfach weitermachen. Man hat sich einfach reingebissen und einfach gesagt, gut, ich spiele das jetzt und sowas, ne? Und dann, als es zu Ende war, so im Nachhinein kam erst dieses so, hi, was war das alles? So, was ist hier los, mein Gott? Und sowas. Und diesen Effekt hatten wenig Spiele bei mir. Und wie gesagt, halt unter anderem Alan Wake 1 war eins der Spiele. Alan Wake 1, Prince of Persia: Two Thrones zum Beispiel. Ne? Das sind so die direktesten Beispiele, die mir einfallen. Ne, noch ein paar andere Sachen, ne? Book 0 oder sowas. Ne? Aber das sind schon so die Highlights. Ne? Und dass Alan Wake 2 jetzt zu diesen Spielen gehören kann, heilige Scheiße. Also Manometer, ne? Und während ich in meiner Ausbildung war, in der ich mich ja, wie gesagt, insgesamt nicht so wohl gefühlt habe und dachte so, boah, ziehe ich das überhaupt durch? Aber ich habe es halt durchgezogen, ich habe auch alles so gut gemacht, wie ich konnte, aber ich weiß noch, dann, als er angekündigt wurde, Alan Wake 2 wird angeblich tatsächlich kommen und ich und meine Freunde waren so, ja, das behaupten die seit 10 Jahren. So, das heißt nix und sowas. Und als es dann immer näher gerückt ist, war ich so krass, also ungefähr dann, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig sein werde und dann aus meinem Dark Place raus bin und mich endlich vielleicht, hoffentlich, da bin ich ja gerade dran, da arbeite ich ja jetzt gerade dran, jetzt so mich auf den Weg zu bringen, mich dann mehr entfalten zu können, mehr das machen zu können, was ich auch wirklich möchte, anstatt halt nur irgendwelche Abschlüsse und Bescheinigungen zu erarbeiten, damit man da endlich hinkommt und sowas. Und jetzt habe ich das gerade erst hinter mir und bin gerade dabei, mich so ein bisschen noch davon zu erholen. Und dann war halt mein Gedanke im Kopf, wie geil wäre das, ne, wenn ich aus meinem Dark Place sozusagen komme, ne, also jetzt nicht so mega dramatisch gesprochen, sondern wirklich halt, ne, so metaphorisch gesprochen. Und dann kommt Alan Wake 2 raus, kurz nach meinem Geburtstag auch noch und sowas, ne, und er kommt dann vielleicht auch noch da raus. Und Alan Wake 2 ist das geworden. Also ist das geworden und mehr. Und das ist für mich persönlich, ne, das mögen
Mag sein, dass manche Leute das nachvollziehen können, andere nicht, aber für mich ist das gerade wirklich ein Meilenstein. Nicht nur das Game ist nicht nur ein Meilenstein für mich, sondern für mich persönlich ist es gerade ein emotionaler Meilenstein. Also wo ich dann wirklich sage, so ja, ich habe selten sowas Geiles erlebt und ich bin einfach so glücklich, dass es das gibt und dass da draußen irgendwo Menschen sind, die mit ihrer Kunst etwas geschaffen haben, bei dem ich das Gefühl habe, so okay, da drin sehe ich mich. Weil das ist ja das, was Alan Wake 1 für mich damals war, als ich das gespielt habe. Es war so dieses, ich habe das gezockt und dachte mir die ganze Zeit, endlich versteht mich jemand. So, und sowas. Und Alan Wake 2 bringt das einfach weiter. Und sowas. Also es ist echt, boah. Ich bin einfach mehr als zufrieden. Hier, unser Spielstand ist komplett weg, schreibt gerade der Robin. Nee. Jetzt muss ich ihm erstmal erklären, dass er nicht überspeichert wurde. Er muss einfach nur den ganz rechts nehmen. Ich schreibe dir das da eben. So, ich beende jetzt auch mal den Stream hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt nicht übertreiben. Ich habe ihm nur gerade noch die Antwort geschrieben. Mal gucken. Also wir haben es ja gerade gesehen. Ich habe es ja hier auf Video. Ihr habt es ja auch gesehen, dass der dritte Spielstand ganz rechts immer der von ihrem 3-Stunden-Spielstand war. Wir haben da ja nichts überspeichert. Das habe ich ja gesehen, da habe ich ja drauf geachtet. Ich habe ja den mittleren genommen. Deswegen. Es sei denn, ich habe das wirklich gerade drauf. Nee, ich habe da nicht drauf geklickt, das weiß ich. Da habe ich genau drauf geachtet. Wie hast du den denn überschrieben? Was redest du denn da? Ah, Moment. Ich kümmere mich da eben drum. So, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das wird noch richtig geil. Ciao.